Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, herzlich willkommen bei unserer Fishbowl-Diskussion Infektionsforschung im Dienste der Gesundheit. Was sind aktuelle Herausforderungen der Infektionsforschung und wie können wir diese Herausforderungen im gemeinsamen Dialog zwischen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Medien angehen? Wie können wir Lösungen finden und diese Lösungen möglichst optimal gestalten? Das ist die zentrale Frage, die heute Thema des Abends ist und die wir gemeinsam mit einer Reihe von wirklich außerordentlichen Expertinnen und Experten besprechen wollen, um gemeinsam dort auch zu neuen Einsichten zu kommen. Und genau dazu darf ich Sie alle heute ganz herzlich im Namen der 3 Exzellenzcluster Balance of the Microverse, Controlling Microbes to Fight Infections und Resist einladen. Ganz toll, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Pelzer. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend als Moderator durch diese Veranstaltung leiten darf. Und ganz zu Beginn möchten wir noch mal so ein bisschen darauf hinweisen, das Ganze findet statt im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums, das sich Microbes nennt und das führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Thema Infektionsforschung zusammenbringt. Also im Grunde haben wir die geballte Kraft von Infektionsforschung hier im Berliner Futurium in diesen Tagen. Und die Idee hinter dieser Veranstaltung heute ist tatsächlich, diese Forschung auch wirklich anschlussfähig zu machen, diese Forschung auch greifbar zu machen und darüber ins Gespräch zu kommen. Und dazu zählt auch, dass wir Sie alle gerne einladen möchten, an dieser Diskussion teilzunehmen. Einerseits werden Sie gleich die Möglichkeit haben, auch im Rahmen des Diskussionskreises in der Mitte an der Diskussion teilzunehmen, mitzumachen, auch Ihre Gedanken einzubringen. Und als zweites haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, die jetzt noch nicht freigeschaltet ist. Oh, jetzt sind wir eins zu weit, Entschuldigung. Das ist nicht die richtige Folie, Entschuldigung. Jetzt haben wir es. So, sehen Sie, die technischen Probleme sind gelöst. Es gibt eine interaktive Umfrage für Sie hier im Raum. Also Sie können sich einloggen unter dem Netzwerknamen, den Sie dort sehen, und können auf menti.com gehen und diese Zahl eingeben, 23655703, und können unter dieser Zahl mitmachen. Und Sie haben dort also die Gelegenheit, Ihre Aspekte, die Ihnen besonders wichtig sind, die Ihnen besonders am Herzen liegen zum Thema Infektionsforschung, die auch reinzugeben, und die werden nachher für uns auch in der Diskussion dann eine besondere Anleitung sein, um uns auch dann darum zu kümmern, dass diese Aspekte möglichst abgearbeitet werden. Gut, also, bevor wir starten, noch ein großer Dank an die Deutsche Forschungsgemeinschaft, ohne deren Förderung tatsächlich die Forschung, die wir jetzt hier vorstellen, und der gesamte Abend nicht in dieser Form möglich wäre. Im Namen aller 3 Exzellenzcluster, die beteiligt sind, ganz herzlichen Dank. So, nun ist Ihnen sicher aufgefallen, dass der Expertenkreis in der Mitte im Augenblick noch ganz leer ist, und das hat seine Bewandtnis. Also wir wollen versuchen, diesen Kreis jetzt mit und mit zu füllen und Ihnen die Expertinnen und Experten, die dann nachher auch teilnehmen werden an der Fishbowl-Diskussion, vorzustellen und jeweils auch reinzuhören, welche spezifischen Perspektiven diese Experten mitbringen. Den Anfang machen 3 Forschende aus dem Exzellenzcluster oder aus den Exzellenzclustern, die hinter dieser Veranstaltung stehen. Und jeder von diesen Forschenden hat einen kleinen Impuls vorbereitet, also einen kleinen Einblick in das, was die Forschung des Exzellenzclusters auszeichnet, und auch in die eigene Forschung und die Hintergründe, um dort mal einen Überblick zu geben, worüber wir eigentlich reden können in der Diskussion, was zentrale Herausforderungen sind in der Infektionsforschung. Und den Anfang macht Professor Dr. Heike Breutz-Österheld aus dem Exzellenzcluster Controlling Microbes to Fight Infections. Sie ist Professorin für Mikrobiologie und leitet die Abteilung für mikrobielle Wirkstoffe in Tübingen. Frau Breutz-Österheld, herzlich willkommen. Ich darf Sie auf die Bühne bitten. Vielen Dank, Herr Pelzner, und vielen
Herzlich willkommen an Sie. Ich freue mich, Sie hier zu sehen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Forschung. Ich vertrete hier heute das Cluster Controlling Microbes to Fight Infection. Meine Wissenschaftlerkollegen und Kolleginnen an der Universität Tübingen und ich gemeinsam versuchen wir neue Wege zu finden, um bakterielle Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Wenn man an Bakterien denkt und Infektion, dann ist ein klassischer Weg, sie zu bekämpfen, aber ein weiterhin unglaublich wichtiger Weg Antibiotika. Und Antibiotika haben wir noch gar nicht so lange in unserem Arsenal der Therapien, erst seit 100 Jahren. Also in den 1940er bis 60er Jahren wurden die allermeisten Antibiotikaklassen entdeckt, die wir heute in der Anwendung haben. Deswegen nannte man diesen Zeitraum auch das goldene Zeitalter der Antibiotika, weil danach nämlich offenbar die niedrig hängenden Früchte schon gepflückt waren und es viel schwieriger wurde, neue Klassen in die Therapie zu bringen. Und erschwerend kommt hinzu, dass Antibiotikaresistenzen sich ausgebildet haben, etwas, das für Sie alle ein Begriff ist. Sie alle wissen, dass dieses Problem zunimmt und gegen alle Antibiotikaklassen, die wir heute in der Anwendung haben, die uns zur Verfügung stehen, gibt es bereits Resistenzen. Resistenz auf die Europakarte präsentiert. Je röter, desto resistenter. Ich habe hier nur einen einzigen Keim ausgesucht, der heißt Pseudomonas aeruginosa. Das ist ein wichtiger Krankenhauskeim, aber es ist einer von vielen. Und ich habe auch nur eine einzige Antibiotikaklasse dargestellt, aber eine sehr wichtige. Das sind die Carbapeneme, das sind Reserveantibiotika, die wir dann einsetzen, wenn andere Antibiotikaklassen nicht mehr wirken. Und Sie sehen, es ist schon viel rot. Auch hier ist die Resistenzlage bereits durchaus bedenklich. Antibiotika sind ein sehr schützenswertes Gut, nicht auszumalen, wenn wir die nicht mehr zur Verfügung hätten. Einerseits Infektionskrankheiten, andererseits werden aber auch viele Eingriffe, die uns heute geläufig sind, in der modernen Medizin nicht mehr durchführbar, wenn wir die Patienten nicht mit Antibiotika schützen könnten vor Infektionen, die vielleicht dadurch auftreten. Gegen Antibiotika selbst, Resistenz selbst, also deren Entstehung, da können wir nichts tun. Das ist ein natürlicher Prozess. Durch Mutation von Bakterien erwerben sie die Möglichkeit, resistent zu sein. Was wir allerdings durchaus tun können, ist die Ausbreitung von Resistenz zu begünstigen und dagegen etwas ja auch zu tun. Und das zum Beispiel, wann immer wir häufig Antibiotika einsetzen, das gilt für Mensch und Tier und Umwelt, können sich resistente Keime besser etablieren und überwachsen ihre empfindlichen Kollegen. Wir müssen global denken, resistente Bakterien kennen keine Grenzen und wir müssen die Hygienestandards weltweit erhöhen. Wissen Sie eigentlich, wo Antibiotika herkommen? Antibiotika werden von Mikroorganismen produziert und alle Antibiotika oder die allermeisten der Antibiotikaklassen, die wir heute in der Anwendung haben, gehen auf Ursprungssubstanzen von Mikroorganismen zurück. Hier sehen Sie eine Agarplatte, darauf wächst ein Bodenbakterium und dieses Bakterium bildet eine blaue Substanz und das ist ein antibakterieller Wirkstoff. Meine Kollegen und ich in Tübingen, wir versuchen, solche neuen Wirkstoffe zu finden und wir machen das heute mit modernen Methoden. Mit Bioinformatik kann eine Kollegin vorhersagen, welche Bakterien gute Antibiotikaproduzenten sein könnten. Eine andere Kollegin kann deren Produktion erhöhen, ihre Ausbeute steigern. Mit chemischen Verfahren, Analytik können wir herausfinden, was es für Substanzen sind. Und ich selbst, wir untersuchen, wie sie biologisch wirken. Und so haben wir eine Substanz entdeckt, die heißt Luctunin. Das Besondere am Luctunin ist es, dass es nicht von einem Bodenbakterium produziert wird, sondern von einem Nasenbakterium. Also was wahrscheinlich viele hier oder durchaus einige von Ihnen in der Nase haben. Und diejenigen, die diesen Luctunin-Produzenten besitzen, die haben einen Vorteil, weil sich der Krankenhauskeim Staphylococcus aureus in ihren Nasen weniger gut etablieren kann. Das bringt mich zum nächsten wichtigen und auch dem letzten wichtigen Begriff, den ich in meinem Impuls einführen möchte, das ist das Mikrobiom. Wir sind nicht steril. Auf uns und in uns leben Billionen von Bakterien.
Die allermeisten davon sind nützlich für unser Wohlbefinden, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich sind wir auch immer dem Ansturm von Infektionserregern ausgesetzt und manche davon können sich in uns etablieren und heutzutage haben auch einige dieser Bakterien bereits Antibiotikaresistenzen. Davon werden Sie nichts merken, das macht sie auch nicht krank. Aber Studien zeigen, dass Menschen, die antibiotikaresistente Erreger in sich tragen, auch höhere Wahrscheinlichkeiten haben, an solchen Infektionen zu erkranken, wenn ihr Immunsystem schwach wird. Die gute Nachricht, wir sind nicht allein im Kampf dagegen, sondern unser Mikrobiom, die guten Bakterien, helfen uns in der Bekämpfung dieser Erreger. Und in unserem Exzellenzcluster versuchen wir, neue Wege zu erschließen und erstmal alle Zusammenhänge zu verstehen, wie wir unser Mikrobiom als Schutzschild nutzen können, um uns gegen Infektionserreger zu schützen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke, finde ich, in das Exzellenzcluster. Sie haben unter anderem über Luctonin gesprochen, ein Wirkstoff, der in Tübingen gefunden wurde. Wie geht es jetzt weiter? Also wir haben den Wirkstoff gefunden. Was sind die Wege, um diesen Wirkstoff nachher wirklich zu den Patientinnen und Patienten zu bringen? Ja, besonders spannend ist es ja, vielleicht einmal einen ganz neuen Weg zu gehen. Und da gibt es einen Kollegen hier im Raum, der das mit neuen oder mit viel Mut und einem neuen Weg versucht, nämlich tatsächlich den Luctonin-Produzenten selber in einer klinischen Studie zur Anwendung zu bringen. Also zu versuchen, ob dieser sich in den Nasen von Personen etablieren kann und da quasi zu untersuchen, wie sich diese Etablierung auf die Besiedlung mit Staphylococcus aureus auswirkt. Es gibt auch weitere Bestreben, mit der Substanz selber zu arbeiten, aber eigentlich wollen wir ja auch mit dem Keim selber arbeiten und diesen Mikrobiomansatz zu versuchen. Da gibt es jetzt tatsächlich präklinische Arbeiten und klinische Studien sind tatsächlich machbar. Spannend. Also das ist natürlich dann auch das, was für die Patientinnen und Patienten dann auch das ist, wo sie dann merken, dass dieser Wirkstoff bei ihnen ankommt. Und wir sehen, auch das ist dann in Tübingen schon in Arbeit und unterwegs. Ja. Ein weiterer Aspekt, den Sie angesprochen haben, war das Mikrobiom auch als Schutzschild. Und das finde ich deswegen besonders interessant, weil Sie das zusammendenken. Ja, also einerseits, haben Sie präsentiert, geht es um Wirkstoffforschung, also etwas, was uns helfen kann in antibiotischer Hinsicht. Gleichzeitig geht es aber auch darum, nach alternativen Wegen zu schauen, wie wir unsere körperliche Resilienz stärken können, wie wir unser Immunsystem stärken können. Und dabei spielt das Mikrobiom eine große Rolle. Wie ist das zusammengedacht im Exzellenzcluster in Tübingen? Dadurch, dass Tübingen eigentlich historisch eine Stärke in der Naturstoffforschung hat, ist sozusagen unser Herz auch immer noch bei den Naturstoffen. Mit dem Mikrobiom, wir haben jetzt aber auch gerade, das ist ja natürlich auch das Wunderbare in einem solchen Infektionscluster, wir konnten uns jetzt zusätzlich verstärken mit Nachwuchsgruppen, mit Professuren, die wir speziell mit dieser Mikrobiom-Expertise zu uns berufen haben. Und jetzt geht es eigentlich Hand in Hand. Also Substanzen, Naturstoffe aus dem Mikrobiom, Substanzen aus dem Boden, aus anderen Quellen, aus irgendwelchen Taxa, also Gruppen von Bakterien, die man bisher noch nicht gut untersucht hat. Und natürlich auch wiederum die Rückfrage, wie wirken denn diese Wirkstoffe auf unser Mikrobiom? Denn wir wissen ja auch alle, wir beeinflussen ja auch, wir wollen ja unser Mikrobiom nicht schädigen. Wollen wir jetzt engerspektrige Substanzen vielleicht anwenden? Wie kann man das überhaupt? Also all das fließt ineinander in diesem Kontext. Ja, ein wirklich spannender Punkt, wirklich auch ein Punkt, der alle 3 Exzellenzcluster, die wir heute vorstellen, auch verbindet, weil alle auf ihre Art und Weise eben auf das Mikrobiom schauen und dort auch neue Forschung voranbringen. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke. Nehmen Sie ganz schön Platz im Sitzkreis. Als zweite Expertin begrüßen wir Professor Dr. Ilse Jakobsen. Sie kommt aus dem Exzellenzcluster Balance of the Microverse. Sie ist ausgebildete Tierärztin, Professorin für mikrobielle Immunologie in Jena. Und wir gehen jetzt ein bisschen weg von den Bakterien und hin zu Pilzen. Wir sind ganz gespannt darauf, was wir darüber erfahren. Ja, vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. Auch von meinerseits herzlich willkommen. Schön, dass so viele Interessierte versammelt sind. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, aber bevor wir damit beginnen, möchte ich kurz vorstellen, worum es bei uns im Cluster geht. Und da möchte ich nicht gleich mit den Pilzen beginnen, weil wir behandeln nicht nur Pilze, sondern ich möchte einen Schritt zurück machen
und diesen Titel Balance of the Microverse kurz erklären. Was ist ein Mikroversum? Wir verstehen darunter das schon erwähnte Mikrobiom, das es nicht nur in unserem Körper gibt, sondern als Mikrobengemeinschaft überall in der Umwelt. Wir finden es im Boden, auf Pflanzen, aber auch in Gewässern, selbst in den Weltmeeren. Und innerhalb dieser großen Ökosysteme, die wir mit unseren eigenen Augen wahrnehmen können, sind also diese kleinen Ökosysteme, diese mikrobiellen Gemeinschaften, innerhalb deren ganz verschiedene Mikroorganismen, Bakterien, aber auch Pilze und Viren, Protozoen miteinander kommunizieren und so in die großen Ökosysteme hineinwirken. Da kommt also das Microverse her. Wie ist es nun mit der Balance? Wir brauchen eine Balance, ein Gleichgewicht innerhalb der mikrobiellen Ökosysteme, aber auch der mikrobiellen Ökosysteme mit den großen Ökosystemen wie unserem Körper, damit wir eine gesunde Umwelt und einen gesunden Körper haben. Und wir versuchen in dem Cluster zu verstehen, welche Faktoren dieses Gleichgewicht ausmachen, wie es gestört werden kann, wie wir aber auch dem Ökosystem, dem Kleinen wie dem Großen, helfen können, wieder zurück ins Gleichgewicht letztendlich zu kommen. Und das untersuchen wir in verschiedenen Arbeitsgruppen, in verschiedenen Habitaten, dem Ökosystem der Mikroorganismen im Boden, auf den Pflanzen, aber auch im Menschen, wo es dann für unsere Gesundheit relevant wird. Wie kommen nun Pilze da rein? Wenn ich Sie fragen würde, woran denken Sie, wenn Sie Pilze hören, dann würden die meisten, so wie ich, intuitiv erstmal sagen, naja, es gibt den Champignon und den Steinpilz, aber die Pfifferlinge mag ich vielleicht am liebsten. Das ist richtig. Aber Champignon, Steinpilz und Pfifferling, das sind eigentlich nur die Fruchtkörper der Pilze. Der eigentliche Pilz besteht aus einem Geflecht mikroskopisch kleiner Pilzfäden, der sich beispielsweise im Boden durch den Wald hindurch erstreckt. Viele Pilze leben in Symbiose mit Bäumen, fördern den Nährstofftransport, damit auch das Pflanzen- und das Baumwachstum. Sie sind beispielsweise dadurch beteiligt an Bodenfruchtbarkeit, erhöhen die Stressresistenz von Pflanzen und Bäumen, führen mit dazu, dass Erosion verhindert werden kann und sind auch in der Lage, mit Kohlenstoffe zu binden. Das heißt, Pilze haben, wenn wir an den Wald denken als Ökosystem, ganz essentielle Rollen. Letztendlich auch, weil nur Pilze effizient totes Holz abbauen können. Hätten wir keine Pilze, dann wäre die Welt bedeckt von einer meterhohen Schicht toter Baumstämme. Aber was haben Pilze mit uns zu tun als Menschen? Sie besiedeln auch uns, sowohl die Haut, die Schleimhäute, den Darm. Und sie haben dort essentielle Funktionen, beispielsweise durch besondere Stimulierung des Immunsystems. Damit unser Immunsystem voll funktionsfähig ist, gegen beispielsweise bakterielle Erreger, braucht es die Stimulation durch Pilze. Da haben sie also eine gute Funktion. Leider ist es so, dass einige dieser Pilze auch in der Lage sind, unter bestimmten Bedingungen Infektionen auszulösen, beispielsweise auf den Schleimhäuten, in der Mundhöhle orale Infektionen. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Haut- und die Nagelpilze, die uns nun nicht lebensbedrohlich infizieren, aber doch sehr unschön sind und zumindest ein kosmetisches Problem. Wirklich problematisch wird es aber, wenn Pilze die Barriere der Schleimhäute durchbrechen, in den Blutstrom gelangen und dann in innere Organe gelangen und dort Infektionen auslösen. Diese lebensbedrohlichen Infektionen sind ein klinisches Problem, trotz Therapie mit sehr, sehr hohen Sterblichkeitsraten. Zum Glück kommt es nicht bei jedem von uns zu solchen Infektionen, obwohl die allermeisten von uns Pilze beherbergen, die das theoretisch machen könnten. Denn die Infektion tritt nur dann auf, wenn das Gleichgewicht nicht mehr vorhanden ist. Und welche Faktoren stören das Gleichgewicht? Das fängt an bei der Ernährung und anderen Erkrankungen, aber besonders bedeutend ist in der Klinik ein geschwächtes Immunsystem, also die körpereigene Abwehr. Und auch die Gabe von Antibiotika, hier schließt sich der Kreis zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben. Denn die Antibiotika unterdrücken die Bakterien, dadurch wird die Konkurrenz für die Pilze weniger, die Pilze vermehren sich und dann kommt es häufiger zu Infektionen. Was versuchen wir also bezogen auf Pilze, aber wir könnten das übertragen auch auf andere Ökosysteme in unserem Cluster verstehen. Wir wollen verstehen, wie kommt es denn zur Erkrankung, welcher Mechanismen, wie entsteht das Ungleichgewicht, die zur Erkrankung führen. Warum sehen wir eine Zunahme von Pilzinfektionen? Was sind die Risikofaktoren? Wie können wir vielleicht durch Alternativen zur klassischen Antibiotikatherapie das Risiko verringern?
Wir brauchen aber auch selbst neue Wirkstoffe gegen Pilze, die sogenannten Antimykotika, zum einen, weil wir nur sehr wenige Substanzklassen haben, zum anderen, weil aber auch Pilze resistent werden können gegen Antimykotika. Das heißt, wir versuchen auf diesen unterschiedlichen Ebenen zum einen die medizinische Bedeutung von Pilzen als Infektionserreger zu adressieren, aber auch zu verstehen, welche Rolle sie in Ökosystemen, nicht nur im Wald, sondern auch in uns, in unserem menschlichen Körper spielen. Vielen Dank. Bleiben Sie gerne noch oben. Sie haben ja noch wahrscheinlich Fragen an. Ja, auch das ein extrem spannender Einblick, der vor allen Dingen auch deutlich macht, wie eng die verschiedenen Aspekte zusammengehören. Vor allen Dingen fand ich spannend, die Aspekte, dass wir sagen, unser Immunsystem, unsere Gesundheit ist so eng verknüpft mit anderen Systemen. Ja? Und das ist ja was auch im Sinne dessen, was häufig dann als One Health-Ansatz bezeichnet wird, immer wieder aufgegriffen wird, dass man sagt, es gibt die menschliche Gesundheit, die Tiergesundheit, die Gesundheit des Ökosystems drumherum und all das müssen wir zusammendenken. Und vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie genau das bei Ihnen im Exzellenzcluster vorangetrieben wird und wie dieses Denken auch vor allen Dingen die Forschung prägt. Ja, wir haben das auf unterschiedlichen Ebenen. Eine Ebene wäre zum Beispiel, wenn man sich das Mikroversum im Zusammenhang mit der Pflanzengesundheit anschaut. Kranke Pflanzen bedeuten geringeren landwirtschaftlichen Ertrag, also schlecht für die menschliche Ernährung. Häufig ist es aber dann auch so, dass Mittel in der Landwirtschaft eingesetzt werden, die wie Antibiotika wirken, die dann Resistenzen fördern, die zum Teil auch gegen Antibiotika dann funktionieren, die wir in der Medizin einsetzen. Das sehen wir auch bei Pilzen, da gibt es eine Substanzklasse, die Azole, die wird in der Landwirtschaft eingesetzt, damit Pilze nicht das Getreide verfaulen lassen oder die Blumenzwiebeln. Das führt dazu, dass sich in der Natur Schimmelpilze entwickeln, die resistent sind, die aber auch im Menschen Infektionen auslösen können. Das heißt, wir tragen dann die Resistenz aus der Umwelt in den Menschen. Das ist so ein Beispiel und das gilt für verschiedenste Ökosysteme. Das heißt, wir können versuchen, Prinzipien herauszuarbeiten, die sich anwenden lassen, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch, wenn es darum geht, die Umwelt gesund zu erhalten. Im Sinne der Nachhaltigkeit auch für uns Menschen. Das heißt, Prinzipien, die wir in bestimmten Systemen beobachten, lassen sich dann auch übertragen und können dort auch helfen, Prozesse zu verstehen, die wir andernfalls vielleicht nicht so einfach verstehen könnten oder sehen würden. Genau, die Moleküle sind vielleicht andere, aber das Grundprinzip ist häufig sehr ähnlich. Dann vielleicht noch eine Frage. Balance of the Microverse ist ja auch ein programmatischer Titel. Das haben Sie gerade schön dargestellt. Wenn ich das jetzt runterbreche auf meine persönliche Ebene, was kann man selber tun, um so ein bisschen was für seine Balance des Mikrobioms zu tun, um das nach vorne zu bringen? Ein klassisches Beispiel, das klingt immer ganz fürchterlich langweilig, weil es so lange bekannt ist, die ausgewogene Ernährung. Das heißt, viel Pflanzenmaterial, alles was grün, gelb oder rot ist, wäre gesund. Das ernährt zum Beispiel die Mikroorganismen im Darm, die gut sind, weil sie auch das Pilzwachstum unterdrücken. Natürlich das Immunsystem stärken, ganz klassisch mit Bewegung. Die gesunde Ernährung wäre ein Teil davon. Und nicht unnötig Antibiotika einnehmen. Da sind natürlich auch die Mediziner gefragt. Das wäre die dritte Säule, mit der wir versuchen können, das mikrobielle Gleichgewicht zu erhalten und dadurch auch eigentlich länger gesund zu bleiben. Ganz herzlichen Dank. Also auf jeden Fall was man jetzt schon mit nach Hause nehmen kann und heute Abend direkt ausprobieren kann mit der gesunden Ernährung. Dankeschön. Unser dritter Experte ist Professor Dr. Bodo Grimbacher. Er ist von dem Exzellenzcluster RESIST hier. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Zentrums für chronische Immundefizienz am Universitätsklinikum in Freiburg und setzt in seinem Impuls jetzt mal ein Schlaglicht auf das Immunsystem und bringt uns auch vor allen Dingen näher, wie das eigentlich funktioniert und warum es so wichtig ist, das zu verstehen, insbesondere wenn es um immunschwache Menschen geht. Wir freuen uns auf Ihren Impuls. Dankeschön, Herr Pelzer. Ja, in RESIST interessieren wir uns für die Frage, warum manche Menschen an Infektionen erkranken und manche nicht. Die Corona-Pandemie hat uns das vor Augen geführt. Manche Menschen erkranken an Corona schwer, andere merken davon gar nichts. Aber das kann nicht nur der SARS-CoV-2-Virus, das kann die Grippe auch. Sie kennen es auch vom Windpockenvirus. Manche Patienten, alle tragen den Windpockenvirus in sich. Manche Patienten erkranken dann an der Gürtelrose, andere erkranken an der Gürtelrose nicht. Und diese Wirtsfaktoren, die also die Menschen haben, die bestimmen, ob man an einer Erkrankung schwer oder nicht so schwer erkrankt.
Bevor ich jetzt Ihnen aber das Immunsystem nahe bringe, weil jeder sagt, ob ich jetzt Gürtelrose kriege oder nicht, das liegt tatsächlich am Immunsystem, möchte ich erwähnen, dass die Abwehr schon vorher beginnt. Die erste Barriere gegen Infektionserreger ist unsere Oberfläche, die Haut. Die Schleimhäute, die Magen-Darm-Schleimhaut, die Oberfläche unserer Haut. Diese Barriere hat verschiedene physikalische, aber auch chemische Eigenarten, wie zum Beispiel den pH-Wert, der ganz wichtig ist, diese mikrobielle Besiedlung, die wir auf der Haut haben, zu kontrollieren. Und so ist auch zum Beispiel der pH-Wert im Magen dafür zuständig, dass Bakterien, die wir essen, zerstört werden. Der pH-Wert im Magen ist ganz sauer, sodass die Bakterien da gar nicht drüber hinwegkommen. Wenn diese Oberflächen, der pH-Wert zum Beispiel, zerstört werden, wie zum Beispiel das Rauchen, das Flimmerepithel in unserer Luftröhre lahmlegt, wie zum Beispiel der Katheter, den man im Krankenhaus gelegt bekommt, es möglich macht, dass Bakterien durch die Oberfläche der Haut durchdringen. Wenn zum Beispiel Frauen in der Menstruation den pH-Wert in der Scheide sich verändern, dann haben es Bakterien leichter, diese Infektionen zu ermöglichen. Das heißt, unsere Abwehr beginnt schon an den Oberflächen unserer Haut und Schleimhäute. Und hier sind ein paar Gründe gelistet, warum Patienten vermehrt an Infektionen leiden können, wenn sie diese Oberflächen verletzt haben. Nun aber zum Immunsystem. Das Immunsystem sind die weißen Blutkörperchen. Die weißen Blutkörperchen im Blut kann man einteilen in das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Das angeborene Immunsystem besteht schon seit Geburt. Das erkennt Antigene und Antigene nennen wir Strukturen auf den Oberflächen von Erregern, die im Menschen nicht vorkommen. Es gibt auf Bakterienoberflächen Strukturen, die wir im Menschen nicht haben und wir können das erkennen. Das sind bestimmte Zucker, die bei uns nicht produziert werden und aber auf Bakterien oder zum Beispiel auf Pilzoberflächen zu sehen sind. Und dann kann das Immunsystem erkennen, das gehört nicht zu mir, das muss ich abstoßen. Diesen Keim muss ich bekämpfen. Das kann das angeborene Immunsystem. Hier sind zum Beispiel die Granulozyten wichtig. Wenn Granulozyten fehlen, dann habe ich wirklich ein Problem mit zum Beispiel Pilzinfektionen oder mit einer Sepsis, also mit einer Blutvergiftung. Es gibt aber das erworbene Immunsystem und das erworbene Immunsystem besteht aus den sogenannten Lymphozyten. Und die Lymphozyten sind dafür da, insbesondere Erreger, die man in der Kindheit kennenlernt, zu erkennen und dann ein immunologisches Gedächtnis auszubilden. Die Lymphozyten können dann durch eine bestimmte Rearrangierung der Gene sich erinnern an diesen Keim, zum Beispiel dieses Bakterium, das sich in der Kindheit gesehen hat, weil sie nicht nur die B-Zellen, sondern auch die T-Zellen spezifische Rezeptoren und Antikörper bilden können, die dann bei einer Zweitinfektion schneller und effizienter diese Infektion eliminieren können. Und das ist ja auch bei der Impfung so, dass wenn Sie sich impfen lassen, da werden spezifische Antikörper gebildet, die dann bei der wirklichen Infektion die Bekämpfung dieses Infektes erleichtern. Also einmal das angeborene Immunsystem, von Geburt an bestehend, und das erworbene Immunsystem, das wir uns hart erarbeiten müssen in der Kindheit. Jetzt möchte ich Ihnen vorstellen, wie jetzt das RESIST-Cluster angeborene Immundefekte nutzt, um zu verstehen, wie das Immunsystem funktioniert. Es gibt nämlich Patienten, die werden geboren, wo das Immunsystem nicht komplett funktioniert, zum Beispiel durch genetische Mutationen in Familien. Und in diesen Familien funktioniert zum Beispiel das angeborene Immunsystem nicht vernünftig, weil die Granulozyten nicht richtig funktionieren. Oder das erworbene Immunsystem funktioniert nicht richtig, weil die spezifische Antikörperproduktion nicht richtig funktioniert. Und hier gibt es verschiedene Ursachen aufgelistet, warum Patienten diese Immundefekte seit Geburt haben. Und es gibt in Deutschland viele Zentren, die sich um diese Patienten kümmern. Und wenn wir jetzt herausfinden, welche Gene in diesen Patienten nicht funktionieren und mutiert sind, dann kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, welche Gene und welche Funktionen in den Zellen Achillessehnen sind oder Achillesfersen darstellen, die, wenn sie nicht da sind, das Immunsystem zerstören oder nicht so effizient machen, dass man es abwehren kann. Und diese Achillesfersen kann man dann in der Medizin versuchen zu ersetzen und dem Patienten dann das, was er nicht ausreichend produziert, wieder zukommen zu lassen.
Den nächsten Punkt, den ich machen möchte, ist, dass auf der einen Seite natürlich diese Familien, die mit angeborenem Immundefekt geschlagen sind, die eine Seite sind, aber auf der anderen Seite natürlich die große Bevölkerung ist, in der die Fitness des Immunsystems nicht fair verteilt ist. Sie sehen hier den Graphen. Ich bin garantiert auf der von Ihnen Seite, auf meiner Seite rechts, auf Ihnen Seite links. Ich bin einer, der sicherlich einmal im Jahr ein Antibiotikum braucht, um regelmäßig arbeiten gehen zu können. Meine Frau hingegen, und wir haben dieselben 4 Kinder zu Hause, ist eher auf der anderen Seite. Die braucht nie Antibiotika, um zur Arbeit zu gehen. Hat ein fitteres Immunsystem als ich jetzt zum Beispiel. Das heißt, ich habe es als gaußsche Verteilungskurve dargestellt. Wir sind wahrscheinlich aus genetischen Gründen nicht alle gleich fit mit dem Immunsystem. Es gibt den 90-jährigen Raucher, der nie im Leben im Krankenhaus war. Und es gibt natürlich auch die Kinder, die mit schweren Immundefekt geboren werden. Wenn man die nicht in ihren ersten Lebensjahren transplantieren würde, also ihnen ein neues Immunsystem zur Verfügung stellt, dann würden die daran sterben. Jetzt fragen Sie sich natürlich, was kann ich tun? Und da war ja die Frage, die Sie schon gestellt haben, auch Herr Pelzer. Was kann ich jetzt tun, um mein Immunsystem fit zu halten? Die Antwort hatten wir schon gehört. Man sollte sich gesund ernähren. Die Ausdauer, das sind alles publizierte Daten, die bewiesen sind, dass sie so ihr Immunsystem stärken können. Dazu kommt noch Stress. Wenn man viel Stress hat, rückt das auch das Immunsystem. Und auch der gesunde Schlaf ist wichtig, um ein gutes Immunsystem zu haben. Und ich habe jetzt eine Ursache oder eine Sache noch nicht gelistet hier, weil ich hier die Crowd Intelligence testen möchte. Was kann man als Patient tun, um sich vor Infektionen noch zu schützen, außer ausreichend schlafen, Ausdauersport machen, gesund ernähren? Und es gibt noch eine Sache, die man machen kann als Patient, wenn man infektanfällig ist, die hier nicht gelistet ist. Die Antwort lautet: Hygienemaßnahmen ist das eine, richtig? Sie können also schauen, dass Sie sich mit zum Beispiel der Maske dann schützen vor den Infektionen, das ist richtig. Ja, und dann gibt es tatsächlich noch eine 6. Möglichkeit. Ich habe die Impfung-Antwort lieber gemocht. Weil das mit der Sonne gehen ist tatsächlich für die Ärztinnen ein zwiespältiges Ding. Vitamin D ist richtig, also Vitamin D-Supplementierung ist bei Patienten, die zu wenig Vitamin D haben, wirklich wichtig. Aber zu viel Sonneneinstrahlung kann auch Erkrankungen induzieren. Ja, nicht nur den Hautkrebs, sondern wir haben zum Beispiel diese Autoimmunerkrankung, die Lupus heißt. Ja, und Patienten, die Lupus haben und in die Sonne gehen, werden deswegen krank. Also ist die Sonneneinstrahlung in Maßen, finde ich gut, aber bitte schützen Sie sich auch vor der Sonne. Also die Antwort Impfen fand ich viel wichtiger, weil tatsächlich die Impfung die Möglichkeit ist, wie Sie, wenn Sie zum Beispiel ein nicht so fittes Immunsystem haben, Ihr Immunsystem trainieren können. Ja, ich habe von der erworbenen Immunität gesprochen. Wenn Sie sich impfen, trainieren Sie das Immunsystem, damit durch die Impfung schon, wenn die Infektion dann wirklich Sie trifft, Ihr Immunsystem vorbereitet ist und besser die Infektion übersteht. Was brauchen wir jetzt natürlich in unserem Exzellenzcluster, ist die Unterstützung von Ihnen. Warum? Weil im Endeffekt ist es so, dass in unseren Exzellenzclustern haben wir ja die Chance, Steuergelder, die DFG ist von Steuergeldern finanziert, Steuergelder zu nutzen, um den vulnerablen Teilen unserer Gesellschaft, und hier sind das die infektanfälligen Patienten, zu helfen, indem wir in unseren Exzellenzclustern neue Medikamente entwickeln, verstehen, warum manche Menschen kränker werden als andere und da hier reagieren können und mit der Forschung dann der Bevölkerung auch wieder helfen können. Herzlichen Dank. Ihnen vielen Dank für den tollen Vortrag. Also wir haben den Parforce-Ritt gemacht durch das Immunsystem, haben verschiedene Barrieren kennengelernt, haben kennengelernt, woran es auch haken kann, wenn Immundefekte auftreten. Eine Sache, die, glaube ich, sehr spannend ist, auch bei Ihnen im Cluster, ist, dass es natürlich darum geht, vor allen Dingen auch für die Schwächsten zu forschen. Also für diejenigen, die tatsächlich unter diesen Immundefekten leiden. Und ein Grund, das hat man eben so ein bisschen auch bei der Kurve gesehen, die Sie gezeigt haben, oder ein Hintergrund ist dort ja, dass das nicht unbedingt die größten Gruppen der Gesellschaft sind. Das heißt, eine Sache, die, glaube ich, auch ganz deutlich wird, ist, wie wichtig diese Art von Forschung ist, auch um Leute zu schützen, die vielleicht nicht im Zentrum von großen Pharmaunternehmen stehen. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen. Ja, das ist richtig. Also danke auch für die Frage, weil gerade die Forschung an seltenen Erkrankungen
Und da sind es nicht nur die immunologischen Erkrankungen, es sind ja auch die seltenen Erkrankungen des Bewegungssystems oder die seltenen neurologischen Erkrankungen. Das ist ja dasselbe Prinzip. Auf der einen Seite sind sie selten, aber auf der anderen Seite bringen sie uns auch bei, in der Neurologie oder im Verständnis des Bewegungsapparates, bringen sie uns ja bei, was wichtig für den Körper ist, ja, welche Funktionen nicht ersetzbar sind und deshalb dann bei Mutationen zu Defekten führen. Also die Forschung an seltenen Erkrankungen ist primär natürlich, um diesen wenigen Individuen zu helfen, die das Pech haben, an diesen seltenen Erkrankungen zu leiden. Aber das ist zu kurz gedacht. Eigentlich ist die Forschung an seltenen Erkrankungen auch dafür da, diese Systeme zu verstehen, besser zu verstehen, um sie dann nachher auch übersetzen zu können auf Multiple Sklerose, auf Alzheimer, auf Infektanfälligkeit im Ganzen. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das kann man so stehen lassen und vielleicht können wir nachher noch weiter drüber sprechen. Gerne. Herzlich willkommen. Danke. So, nach diesen Schlaglichtern aus den Exzellenzclustern freuen wir uns sehr, dass wir 3 noch äußerst hochkarätige Gäste als weitere Expertinnen gewinnen konnten, die unsere Runde um spannende Aspekte und Perspektiven bereichern. Wir begrüßen ganz herzlich Professor Dr. Veronika von Messling, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Herzlich willkommen. Volker Stollertz vom Science Media Center. Können Sie gerne da vorne rübergehen. Willkommen. Und Professor Dr. Lothar Wieler vom Hasso-Plattner-Institut. Also nochmal herzlich willkommen. Wirklich super, dass Sie es geschafft haben und dass Sie sich die Zeit nehmen, heute Abend mit uns hier zu sein. Bevor wir in die Diskussion hineingehen, wollten wir die Situation auch nochmal nutzen, um ein bisschen mehr auch nochmal über Ihre Perspektive zu lernen und vor allen Dingen nochmal Einblicke zu bekommen, was Sie mit Blick auf Infektionsforschung auch aus Ihrer spezifischen Sichtweise mit hineinbringen. Frau von Messling, Sie sind Leiterin der Abteilung Lebenswissenschaften im Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zuvor waren Sie Leiterin der Abteilung Veterinärmedizin am Paul-Ehrlich-Institut, also durchaus eine Perspektive, die sehr stark auch in der Forschungsförderung verankert ist. Das heißt, Sie und Ihr Team sind auch damit beschäftigt und mit dafür verantwortlich, neue Förderrichtlinien auszuarbeiten, sich Gedanken zu machen, welche Aspekte in Zukunft spannend werden könnten und da entsprechend auch Impulse zu setzen. Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen, mit welchen Strategien Sie da rangehen und was Ihre Hintergedanken immer sind, wenn Sie darüber nachdenken, wie können wir bestimmte Forschungszusammenhänge besonders fördern und was ist für uns besonders wichtig. Ja, genau das ist unser Job und wir fragen uns dann natürlich zunächst mal, wo glauben wir denn, dass es hingeht in der Forschung? Jetzt nicht in diesen individuellen Bereichen, dass man jetzt sagt Infektionsforschung, sondern eher in der Gesundheitsforschung ganz allgemein. Und davon leiten wir dann ab, wo gibt es Bereiche, wo eine Förderung notwendig ist, wo also nicht die andere Akteure sich engagieren. Und dann überlegen wir, welche Art von Maßnahmen erreichen denn das Ziel? Das ist jetzt natürlich so richtig so abstraktes Geblubber, ne? Also um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, ist es ja so, dass was wir hier gerade gehört haben, ist ja im Prinzip die Beschreibung einer klassischen Market-Failure-Situation. Ne? Wenn wir über Antibiotika reden, sogar sozusagen so ein Double Whammy. Ne? Im Vergleich zu Impfstoffen ist es ja bei Antibiotika sogar so, dass wir eigentlich gar nicht wollen, dass die Leute sie benutzen. Also bei Impfstoffen ist ja immer so, wenn ich es mal habe, dann möchte ich es ja eigentlich an den Mann und an die Frau bringen. Bei Antibiotika möchte ich es gern haben und dann möchte ich ja ganz genau darauf aufpassen, wer es denn dann bekommt. Das heißt also, es ist sehr schwer, sich vorzustellen, wie man in dieser Situation kommerzielle Akteure dafür gewinnt, sich dort zu engagieren. Und wir hatten ja vorhin das tolle Bild, wo man sehen konnte, es gab also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts viele Antibiotika, die entdeckt wurden und dann so ein bisschen so eine kleine Flaute für viele, viele Jahrzehnte. Und jetzt fangen wir wieder an. Und das ist natürlich, weil die Erkenntnis, dass wir neue Produkte oder neue Wirkstoffe brauchen, dann dazu geführt hat, wie kommen wir dazu? Und zu der Erkenntnis, hier ist ein Engagement
mit öffentlichen Mitteln notwendig, um Impulse zu setzen, damit eine solche Entwicklung in Gange kommt. Das ist also viele Worte, um das mal sozusagen zu konkretisieren, was ich eben so abstrakt gesagt habe. Das Gleiche ist dann natürlich auch, dann sagen wir, okay, was brauchen wir denn da? Wir brauchen Anreize für Wissenschaftler, sich in dem Bereich zu engagieren. Das können wir machen mit Projektförderung, ne? Dass wir Projekte ausschreiben, dass wir Verbünde unterstützen. Dann ist es aber auch so, häufig ist es dann auch gut, Nachwuchsgruppen zu unterstützen. Also junge Wissenschaftler, die noch überlegen, wo möchte ich denn meine Karriere haben, durch so eine Nachwuchsförderung in einen bestimmten Bereich anzuziehen. Und dann wiederum ist es ja so schön, wenn was rausgefunden ist, lassen es uns auch dann zur Anwendung bringen. Das heißt, diese Frage, wie können wir dann wiederum vielversprechende Dinge aus der Entdeckung in die Entwicklung bringen und was braucht es da und welche Maßnahmen können da unterstützend wirken. Und aus diesem ganzen Potpourri setzt sich dann so ein Programm zusammen. Vielen Dank für die Einsichten. Ich glaube, das ist extrem spannend auch zu sehen, welche Herausforderungen auch dahinter stehen. Ne? Also da entsprechend die Weichen so zu stellen, dass hoffentlich wir in der Zukunft auch eine Forschungslandschaft haben, die den Herausforderungen der Zukunft gerecht wird. Vielen Dank. Herr Stollertz, als herausragender Wissenschaftsjournalist und Geschäftsführer des Science Media Center Germany sind Sie ja an der Schnittstelle vor allen Dingen auch zwischen Wissenschaft auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Und das ist ja wirklich eine extrem wichtige Schnittstelle, die dann ganz häufig auch von Journalisten bedient wird und in der Journalisten eine besondere Rolle spielen. Und ich glaube, das ist auch was bei Infektionsforschung natürlich mit zu den Herausforderungen gehört. Ne? Das eine ist die Forschung dazu. Das andere ist, wie kriegen wir es hin, dass diese Forschung dann auch in den Diskurs kommt, dass wir es hinbekommen, dass wir informierte Debatten führen können, dass wir eben auch diesen Konnex zwischen Wissenschaft und Gesellschaft bedienen und dass wir im Endeffekt nicht nur über Wissenschaft sprechen, sondern auch mit Wissenschaft. Haben Sie da aus Ihrer Erfahrung heraus bestimmte Dinge, die Ihnen besonders am Herzen liegen, wo Sie sagen, da müssen wir dran arbeiten? Ja, genau. Erstmal, Infektionsforschung ist für mich ein bisschen ein Heimspiel. Ich habe sozusagen Immunologie als mein Herzensforschungsprojekt gehabt. Also ich habe mich mit der B-Zelle lange beschäftigt und bin dann Wissenschaftsjournalist geworden und seitdem halt Beobachter der Wissenschaft. Und unser Abend heißt ja im Prinzip Infektionsforschung im Dienste der Gesellschaft. Und dann frage ich halt als Journalist oder als Wissenschaftsjournalist, ja, was erwartet eigentlich die Gesellschaft von der Wissenschaft in der Infektionsforschung? Und wir wissen eigentlich relativ genau, welche 3 Dimensionen im Prinzip Menschen, also Laien, die ja nicht wissen können, sondern im Prinzip der Wissenschaft, wenn sie zum Arzt gehen und ein Antibiotikum bekommen, vertrauen müssen, ne, auch dass die Forschung gut läuft, gibt es eigentlich 3 Dimensionen. Sie erwarten, dass die Wissenschaft richtiges und wichtiges Wissen schafft. Sui generis, das finden sie erstmal toll, wenn das passiert. Das Zweite ist, sie suchen Orientierungswissen. Soll ich das Antibiotikum nehmen oder eben nicht? Welche Nebenwirkungen hat es? Und dann suchen sie sozusagen nach Orientierung. Und das Dritte ist, sie wollen, und das ist ja der Aspekt, der hier auch schon aufkam, Problemlösung. Also sie erwarten eigentlich, dass die Forschung zum Beispiel die Antibiotika von morgen entwickelt, die vielleicht dann nötig werden, wenn ich im Krankenhaus liege und einen Krankenhauskeim oder einen Pilz habe, den ich nicht loswerde. Das sind diese 3 Vertrauensdimensionen und die können natürlich in allen 3 Dimensionen schiefgehen in der öffentlichen Debatte. Also es kann sozusagen das wahre, richtige Wissen kann sozusagen attackiert werden von interessierten Kreisen. Es kann sozusagen das Orientierungswissen neutralisiert werden, dass wir also irgendwelche Menschen sagen, nö, das ist aber nicht richtig, was da die Wissenschaft oder der sagt. Und es kann sozusagen auch ein Versprechen gemacht werden auf eine Problemlösung, die dann aber nicht kommt. Und dann entstehen Enttäuschungen. So. Und das ist im Prinzip der öffentliche Diskurs. Und für mich ist wichtig, dass der Wissenschaftsjournalismus in einer Wissensgesellschaft, in der die Forschung wahnsinnig viel Wissen produziert, aber viele Laien oder alle Laien eigentlich, und wir alle sind ja auch Laien irgendwo, vertrauen müssen. Und deswegen ist es im Prinzip ein Vertrauensprozess in diesen 3 Dimensionen. Und die Forschung muss eben, gute Forschung achtet darauf, in all diesen 3 Dimensionen anschlussfähig zu sein. Und schlechte Forschung attackiert sozusagen gute Forschung in diesen 3 Dimensionen aus bestimmten Interessen. Und wir haben es ja in der Pandemie auch alle live erlebt, wie das so ungefähr funktionieren kann. Und für mich ist dann als Wissenschaftsjournalist, deswegen bin ich Wissenschaftsjournalist geworden, die Idee, dass man praktisch da mithilft, die Expertise, die in den Wissenschaften oft in den Forschungslabors so ein bisschen versteckt ist, hervorholt und im öffentlichen Diskurs wirksam werden lässt. Und das ist natürlich in sich ein sehr komplexer Vorgang, weil der Laie, der Wissen hätte, braucht ja nicht Vertrauen. Vertrauen brauche ich ja nur, wenn ich nicht weiß. Und dieses Dilemma sozusagen im öffentlichen Diskurs zu adressieren, das ist sozusagen die Kunst und ich glaube, dass da Journalismus über Wissenschaft total essentiell ist. Also wie können wir Vertrauen in die Wissenschaft auch weiterhin stärken und nachhaltig stärken? Sicherlich auch eine spannende Frage für unsere Diskussion. Vielen Dank.
Herr Wieler, Sie sind Veterinärmediziner, Mikrobiologe, Experte für öffentliche Gesundheit, für die Öffentlichkeit vermutlich besonders sichtbar in Ihrer vormaligen Position als Präsident des Roland-Koch-Instituts. Robert. Entschuldigung, Robert-Koch-Instituts. Sie kommen aus Hessen wahrscheinlich. Ja, nein. Seit letztem Jahr sind Sie Leiter des Fachgebiets Digital Global Public Health am Hasso-Plattner-Institut. Also im Grunde kommt da sehr viel zusammen, was im Grunde Ihre vorherige Ausrichtung da schon deutlich gemacht hat. Ne? Also Sie beziehen sich vor allen Dingen auf bevölkerungsmedizinische Zusammenhänge, also die größeren Perspektiven. Ja? Sie zoomen so ein bisschen raus. Und wenn Sie das tun, was macht diese Sichtweise mit Ihnen? Oder was sind Aspekte, die Ihnen da besonders mit Blick auf Infektionsforschung, die besonders auftreten, die für Sie besonders wichtig sind, die Sie auch in die Diskussion mit einbringen möchten? Also zunächst danke, dass ich hier sein kann, obwohl ich gar nicht mehr im RKI bin. Und dann auch schön, dass ich mit den beiden hier auf der Bühne stehe. Es ist toll, dass es Menschen gibt wie Herr Stollertz, der eben mit seinem Science Media Center wirklich kontinuierlich hervorragende Informationen bietet. Das ist ja so in Deutschland, ich kenne keine andere Einrichtung, die das in so einem Format macht. Und die Besonderheit ist halt, dass mehrere Experten dort wirklich diskutieren. Und dieser Diskurs ist natürlich eine echt vertrauenserweckende Angelegenheit. Das ist großartig. Naja, also für mich, ich bin Mikrobiologe und im Grunde steht für mich immer die Prävention im Vordergrund. Das heißt also, dass das Gebiet, mit dem ich mich am meisten befasst habe, ist Prävention. Dazu gehört natürlich Kommunikation, das ist ja gar keine Frage, mit all ihren Facetten hat er eben angesprochen. Aber vor allen Dingen, was mich interessiert, ist eben bei der Prävention, die Prävention nicht nur von Infektionskrankheiten, sondern generell Prävention. Ich denke, dass es extrem wichtig ist, dass das Gesundheitssystem, in dem wir stehen, dass das eben mehr in die Prävention hineinkommt. Und da haben wir natürlich die Impfungen, die haben wir gerade angesprochen, und die Hygienemaßnahmen, Verhaltensregeln und so, ist klar, das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich von großer Bedeutung spielt, weil wir eben mit Impfungen eben auch, zumindest mit Impfungen, die entsprechende Wirksamkeit haben, eben auch einen Schutz an weitere Leute angeben. Etwas anderes, das mich immer sehr interessiert hat, ist diese Wirkung von Antibiotika. Antibiotika sind, also grundsätzlich bin ich kein Freund von Antibiotika, also als Mikrobiologe liebe ich ja Mikroben. Das heißt also, ich töte sie eigentlich gar nicht gerne ab, sondern ich würde immer versuchen, den anderen Weg zu gehen, diese Mikroben, die wir haben, eben zu stärken, sodass diese Pathogenen nicht so eine große Chance haben. Wir können inzwischen jetzt mit den Methoden, die uns zur Verfügung stehen, auch mit den datentechnischen Methoden, können wir jetzt wirklich vielleicht verstehen, warum zum Beispiel manche Bakterien kolonisieren und nicht krank machen. Also wir können jetzt solche Analysen durchführen, aber für mich ist eigentlich immer mehr das Ziel gewesen, eben gar keine Antibiotika einsetzen. Antibiotika sind die einzigen Medikamente, wenn Sie die einnehmen, kann es sein, dass dadurch, dass dann Resistenzen ja auch induziert und erhöht werden, dass mit diesen resistenten Bakterien sie ja dann andere Individuen anstecken können. Das heißt also, Antibiotika können Nebenwirkungen haben, die auf andere Menschen direkt eine Auswirkung haben. Und ich kenne kein anderes Medikament, das das hat. Insofern sind Antibiotika eben noch wertvoller und noch zielgerichteter einzusetzen, als man das häufig tut. Und das ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt, dass man Antibiotika wirklich sehr gezielt einsetzt. Und ich war gerade am Donnerstag in der UN-Vollversammlung in New York und dort wurde eine Resolution abgestimmt, eine Antibiotika-Resolution, an der haben wir rund 1,5 Jahre gearbeitet. Die wurde einstimmig abgestimmt, in der klar wurde, dass Antibiotikaresistenz wirklich ein großes Problem ist und ein paar Dinge, die man tun kann, um dieses Problem zu lösen. Und der letzte Punkt, den ich machen möchte, ist der, und das ist etwas, was wir auch in dieser Pandemie gesehen haben, Sie können natürlich nur fundiert diskutieren, wenn Sie genügend Kenntnisse haben, genügend Wissen haben. Und darum habe ich auch in meiner Zeit als Wissenschaftler an Universitäten immer sehr viel Arbeit da reingesteckt, Surveillance, Überwachungssysteme zu erstellen, also nachweisen zu können, welche Erreger sich wo befinden und wie sie sich verändern. Und das ist eine Technologie, wo wir sehr viel Genomanalyse durchführen. Ich denke, es ist von unglaublich großer Bedeutung, dass man Informationen generiert, mit denen man Menschen dann überzeugen kann, etwas zu tun. In dem Fall einer UN-Resolution sind es Politiker, die dazu angehalten werden sollen, dass sie vielleicht Pläne durchführen, dass sie wirklich nationale Aktionspläne machen, dass sie Stewardship-Programme machen, wo man Antibiotika gezielter einsetzt und so. Das heißt also, es muss wirklich
sachdienliche Information, die dazu führt, dass man evidenzbasiert bestimmte Entscheidungen treffen kann. Das ist ein ganz wichtiges Motto und da wird ja viel dazu beigetragen in dem Bereich und ich glaube, das ist von ganz, ganz hoher Wichtigkeit. Gut, genau darüber können wir weiter sprechen. Vielen herzlichen Dank an Sie drei. Ich darf Sie einladen, Platz zu nehmen in der Diskussionsrunde. So, nun ist die Expertenrunde gut gefüllt, fast komplett. Eine Sache fehlt noch, eine Zutat und das sind Sie. Denn neben mir, der noch einen Platz hat, gibt es noch einen zweiten freien Platz und da möchten wir Sie ganz herzlich einladen, tatsächlich auch Teil der Diskussion zu werden, mitzudiskutieren und Ihre Perspektiven auch mit hineinzubringen. Das heißt, wenn Sie im Laufe der Diskussion eine Frage haben, die Sie stellen möchten oder Sie haben einen Aspekt, den Sie nochmal mit einbringen möchten, dann nutzen Sie das gerne, kommen Sie nach vorne, nehmen Sie den freien Platz in Anspruch, Sie bekommen von mir ein Mikrofon und können mitdiskutieren. Wenn Sie das machen, ist eine weitere wichtige Sache, wenn Sie dann merken, dass Ihr Punkt fertig ist, dass Sie also Ihren Input gegeben haben, dann nehmen Sie sozusagen diese Situation wahr und legen den Platz wieder in die Hand von jemand anderem, also würden wieder zurückkehren ins Plenum und dort auch jemand anderem die Möglichkeit geben, den freien Platz seinerseits oder ihrerseits wahrzunehmen. Okay. Damit freuen wir uns auf die Diskussion und vor allen Dingen wollen wir jetzt genauer darauf schauen, was eigentlich bei unserer Umfrage rausgekommen ist. Und da wollen wir mal gucken, welche Aspekte denn tatsächlich da in der Word Cloud auftauchen. Und wir sehen, also Antibiotikaresistenz ist im Mittelpunkt, Gesundheitspolitik ist ganz zentral, wir haben das Mikrobiom, wir haben die präventive Medizin. Also ganz viele verschiedene Facetten, die, glaube ich, jetzt auf den ersten Blick schon mal zeigen, dass es wirklich sich um ein sehr komplexes Thema handelt, was wir hier aufmachen und was wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten können. Und jetzt steht die Antibiotikaresistenz ganz im Mittelpunkt und vielleicht ist das was, wo wir auch nochmal deutlich machen können, inwiefern das ein Thema ist, was die verschiedenen Perspektiven zusammenbringt. Frau Brütz-Österheld, wir haben eben darüber gesprochen, ich spreche Sie mal als Erste an, weil es ja auch Ihr zentrales Thema ist. Sie haben gesagt, es ist auch eine Herausforderung für die Gesellschaft, ja? Also dort auch gemeinsam dran zu arbeiten. Die Forschung hat eine Aufgabe, sie forscht nach neuen Wirkstoffen, sie schaut auch nach alternativen Behandlungswegen. Was kann man sozusagen noch mehr in diesem Kontext tun, um vielleicht auch in der Gesellschaft noch mehr das Bewusstsein zu stärken und da gemeinsam an diesem Problem der Antibiotikaresistenzen zu arbeiten? Ja, ich glaube, die Gesellschaft, wenn die Gesellschaft erkennt, dass Antibiotika schützenswert sind und wenn sie aber auch die Zweischneidigkeit der Antibiotika erkennt, dass man es wirklich sehr bewusst, ein Medikament, ein Instrument, was man sehr bewusst einsetzen muss. Also dass es nicht sinnvoll ist, in der Landwirtschaft, in riesigen Tierbeständen, einfach wild gegen virale Erkrankungen, all diese Dinge, die in der Vergangenheit gemacht worden sind. Also Growth Promotion, all diese schlimmen Dinge, das fördert Antibiotikaresistenz. Wir möchten Antibiotika natürlich auch nur selbst einnehmen, wenn wir sie wirklich brauchen, wenn wir eine Infektionserkrankung haben, die in gewisser Weise bedrohlich ist. Wir möchten sie nicht für banale Erkrankungen einnehmen. Diese Konstellation, ich glaube, das ist etwas, was in die Bevölkerung gehen kann, dieses Bewusstsein, dass jeder Mensch sagt, möchte ich dieses Antibiotikum jetzt einnehmen, hilft mir das? Oder was möchte ich auch als Verbraucher eigentlich von meiner Politik, von meinen Unterstützungsstrukturen haben, damit erstens in 50 Jahren noch Antibiotika vorhanden sind, damit ich das meinen Kindern, Enkeln weitergeben kann, dass das noch funktioniert, dass es einen Nachschub gibt, aber dass ich auch selbst geschützt bin und mein Mikrobiom schützen kann und das wirklich nur einsetzen kann, wenn ich es brauche. Das ist, glaube ich, auch, was man in die Bevölkerung geben muss. Also Antibiotika sind fragil, sie sind schützenswert, die können Dinge anrichten, wir haben es gehört. Ein Kollege hat die verglichen mit Feuerlöschern. Also jeder möchte einen Feuerlöscher haben, niemand möchte ihn einsetzen. So funktioniert auch keine Pharmafirma. Damit kann man eigentlich kein Geld verdienen. Das heißt, man kann das nicht dem kommerziellen System alleine überlassen, sich um Antibiotika-Nachschub zu kümmern, sondern man muss andere Strukturen schaffen. Das ist ein neues Betrachten. Schauen wir da mal so ein bisschen weiter. Also Sie direkt, Herr Grimbacher, gerne.
Ich habe eigentlich auch eine Frage. Und zwar habe ich gehört, dass die meisten Antibiotikaresistenzen sich gar nicht in den westlichen Industrieländern entwickeln, sondern dass man bei Abwassertestungen nachgewiesen hat, dass die meisten sich in Ländern entwickeln, wo die Bevölkerung vielleicht auch gar nicht die Chance hat, auf Alternativen zurückzugreifen. Also das Problem ist ja ein weltweites Problem und nicht, sage ich mal, ein deutsches Problem. Ob es da Herangehensweisen gibt, das anzugehen? Ja, also das weiß wahrscheinlich Herr Wieler, der bei der UN-Vollversammlung war. Auch in dem Statement, was da verabschiedet wurde, sind auch darüber viele Aussagen gemacht. Es sind Zielgrößen definiert. Es ist erstmal das Problem anerkannt. Also es gibt Länder, die haben keine Infektionsschutzpläne, die haben gar keine Möglichkeiten, die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Antibiotika in manchen Ländern, wir lassen Antibiotika, die wir heute bei uns in den Apotheken kaufen, in Ländern produzieren, die Produktionsabwässer einfach ausleiten. Also es ist so viel zu machen, weltweit, global. Also One Health in Bezug auf Umwelt, Mensch und Tier für alle Länder mit unterschiedlicher Finanzkraft. Da kann eigentlich nur die UN zusammenkommen. Ja. Wir sind die Wissenschaftler. Also das hat eine Komplexität, Vielschichtigkeit. Das kann man auch nicht einfach über einen Kamm scheren, aber das stimmt. Also Resistenzen entstehen überall und auch unter solchen Bedingungen. Ja. Herr Stollarz, wir sind natürlich gleich bei Ihrem Vertrauensthema auch. Ne? Ja, genau. Ich glaube, die Öffentlichkeit unterschätzt doch, dass es im Prinzip ein bisschen ist wie beim Klima. Es ist halt ein kollektives Handlungsdilemma. Ja? Also wir haben eine Ressource, die ist sozusagen knapp oder die kann sozusagen vernutzt werden, also zumindest für die künftigen Generationen, also unsere Kinder. Und es ist aber individuell natürlich vom Nutzen her, jeder will sie haben, wenn er krank ist. Und gerade in Gesundheitssystemen, in denen sonst gar nicht viel ist natürlich die Ressource Antibiotikum noch viel wichtiger, weil sonst steht da der Tod, sage ich jetzt mal ganz krass gesagt. Und da schere ich mich erstmal nicht als Individuum um die Folgen für das Kollektiv. Und das ist ein echtes kollektives Handlungsdilemma. Das muss man erstmal anerkennen, dass es so ist, finde ich. Und dann soll man nicht irgendwie Leute beschimpfen, dass sie irgendwas nicht machen in bestimmten Kontexten, sondern dann ist ja die Frage, welche Problemlösungen kann jetzt die Wissenschaft, aber natürlich auch die Politik und auch durch Regulierung können gefunden werden. Und wir haben ja schon einen Aspekt gehört, dass wenn ich jetzt ein Reserveantibiotikum zum Beispiel im kommerziellen Pharmasetting entwickeln will und die ganzen klinischen Studien für 500 Millionen oder wie viel auch immer Euro brauche, um das durchzuentwickeln, dass es auch wirklich sicher und wirksam ist, dann habe ich es zugelassen und dann darf ich es oder soll ich es vielleicht gar nicht verkaufen und dann habe ich kein Geschäftsmodell. Punkt. Das haben Sie ja auch schon angedeutet. Und da ist ja jetzt die spannende Frage, und das wird ja auch nicht erst seit gestern diskutiert, wie kann sozusagen die akademische Forschung befähigt, aber auch dann natürlich finanziell ausgestattet werden, dass sie weiterkommt, als bis eben im Labor eine Substanz gefunden zu haben, die vielversprechend aussieht, aber sich in großen klinischen Studien ja erstmal bewähren müsste. Und möglicherweise so gerade an Orten, die besonders bedürftig sind. Also nicht unbedingt vielleicht bei uns im High-End-Medizin, wo noch Antibiotika da sind, sondern vielleicht da, wo die Wirksamkeit, wir haben es auf der Karte gesehen, Südosteuropa, wo da schon Probleme sind. Aber da muss man ja auch wieder uneigennützig hingehen und muss sagen, okay, dann gehen wir mal mit unserem neuen Forschungsprojekt in eine Situation, wo wirklich wir einen Unterschied machen können. Und das sind diese kollektiven Handlungsdilemmata, die sind eben nicht nur beim Klima oder bei der Artenvielfalt, sondern eben auch beim Thema Antibiotikaresistenz. Die sind sehr, sehr tricky. Und ich glaube, dass dann noch ein Aspekt hinzukommt, dass natürlich die Mediziner, die ja letztendlich die Patienten behandeln, und der Patient muss ja auf den Mediziner vertrauen, in dem, was er ihm dann verschreibt, natürlich auch sich an ihre professionellen Regeln halten sollten, müssten, könnten, um dann eben nicht überschießenden Gebrauch zu machen. Und ich würde mal sagen, ganz vorsichtig formuliert, in den letzten 30 Jahren gab es da auch einiges zu verbessern. Also das sind dann so gesellschaftliche Fragen, wo sich dann immer wieder die öffentliche Debatte dann daran festbeißt, ja okay, was passiert denn jetzt im System? Wie können wir denn diese Defizite, wenn da zum Beispiel die Pipeline leer ist, wer füllt die wieder auf? Und dass dafür Geld nötig ist, ist ja, glaube ich, evident. Wie nehmen Sie das aus der Sicht der Politik wahr? Also es ist ja wirklich ein Thema, was in vielerlei Hinsicht, wie wir gesehen haben, auf verschiedensten Ebenen spielt, was hohe Relevanz hat, was gleichzeitig aber auch schwer anzugehen ist, weil es eben so viele verschiedene Facetten hat. Also aus Sicht der Forschungsförderung, wie gehen Sie das an? Was sind da Strategien, die Sie in dieser Hinsicht entwickeln? Ja, ich denke, also ganz konkret ist das eigentlich ein gutes Beispiel, weil wir uns schon länger damit beschäftigen und
weil es eigentlich eine relativ große Einigkeit gibt, wenn man auf die Situation blickt. Und eigentlich die Frage dann ist, wie können wir dann die konsentierten Ideen umsetzen? Ich glaube, dass aus unserer Sicht ist eine der großen Herausforderungen tatsächlich diese Übergabepunkte. Denn es ist ja mitnichten so, dass irgendein akademischer Forscher ein Antibiotikum tatsächlich zu irgendeinem Patienten bringen wird. Denn das muss einem einfach auch irgendwie klar sein, dass in dieser Wertschöpfungskette ja am Ende ein Zulassungsinhaber steht. Und da bin ich, glaube ich, einfach total vorbelastet aufgrund meiner vorherigen Tätigkeit in so einer Zulassungsbehörde. Und dieser Zulassungsinhaber, das ist unser Ziel. Das heißt also, wenn wir jetzt überlegen, wie wir von einer Entdeckung eines neuen Moleküls zu einem Medikament kommen, zu einem neuen Antibiotikum, dann ist eigentlich der Pfad die Frage, wie kommen wir dahin, dass eine Firma, eine Struktur, eine Organisation, die ein Zulassungsinhaber sein kann, dieses Produkt dann letzten Endes in die Zulassung bringt. Und das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber wenn man das dann einen Schritt weiter denkt, dann ist es zum Beispiel so, wir fördern also Product Development Partnerships, weil da eine Erkenntnis ist, dass es eben genau auf dem Weg in diese ersten Schritte Strukturen braucht, die so ein bisschen wie eine Pharmafirma, wie so eine R&D-Abteilung einer Pharmafirma funktionieren, die nämlich relativ schnell sagen, also quick to fail, und sagen, okay, ist das wirklich gut? Und wenn ja, wo können wir das einsetzen? Und das ist ein anderer Blick als der Grundlagenwissenschaftler, der sozusagen im Discovery-Mode arbeitet und sagt, oh toll, jetzt, also da kann ich ja vielleicht noch was verbessern und hier kann ich ja vielleicht noch was verbessern oder da ist vielleicht noch eine Struktur. Das brauchen wir unbedingt. Wenn es dann aber hingeht in Richtung Produktentwicklung, dann brauchen wir dieses andere Mindset. Das versuchen wir zu stärken durch die Förderung von Product Development Partnerships, durch die Förderung von Firmen, die dann zum Beispiel bei CarbX Funding bekommen können, um ihre Produkte in Richtung oder um ihre potenziellen Produkte in Richtung Produkt weiterzuentwickeln. Wo wir jetzt im Moment stehen, ist eigentlich, dass wir sehen, dass viele dieser Maßnahmen tatsächlich erfolgreich sind. Wir sind in der Lage, neue Substanzen und Substanzklassen tatsächlich zu entdecken und auch weiterzuentwickeln. Womit wir jetzt konfrontiert sind, ist, dass diese Firmen, die dann tatsächlich diese Produkte bis zur Zulassung bringen, dann kaputt gehen. Und das ist aber etwas, das hätte vorher so niemand vorhergesehen, vielleicht schon irgendjemand, aber insgesamt war der Gedanke immer, wenn wir einmal an dem Punkt sind, wo wir so ein Produkt haben und das ist zugelassen, dann sind wir eigentlich, das war der Home Run, ne? Das ist es. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, oh okay, es braucht noch mehr. Und dann müssen wir wieder gemeinsam überlegen, was ist es denn, was wir brauchen, damit es uns dann gelingt, diese zugelassenen Produkte tatsächlich auch für die Menschen verfügbar zu machen, die sie brauchen. Und da kommen wir dann natürlich in Bereiche, wo wir mit ganz anderen Stakeholdern interagieren müssen. Und das ist, glaube ich, dieses wichtige Element, um das nochmal zurückzuführen, hier auch in diese Cluster, ist eben dieses auf Augenhöhe mit den sehr, sehr unterschiedlichen Stakeholdern zu interagieren, weil nur so kommen wir ans Ziel. Also ich kann noch so viel Wissenschaftler zusammentun. Die Frage, wie ich dann dieses zugelassene Produkt zu den Leuten bekomme, die es braucht, das werden wir alle dann nicht lösen können. Da braucht es dann nochmal ganz andere Akteure und wir müssen lernen, die Sprache zu sprechen. Wir müssen vor allem auch lernen, was sind deren Key Performance Indicators, was sind deren Zwänge und was sind deren Motivatoren. Und ich glaube, das ist das, was die Sache so unglaublich spannend macht. Ich würde vielleicht gerne noch mal so einen Schritt zurückgehen. Also es ist extrem wichtig, was Sie gerade geschildert haben, wie bekommen wir dann nachher die Wirkstoffe auch zum Patienten, zu der Patientin. Das Beispiel Luctonin fand ich jetzt spannend, deswegen würde ich dann auch gleich auf Sie zurückkommen, weil das natürlich gezeigt hat, um erstmal auf die Spur zu kommen, um die Anfänge zu schaffen, braucht es eben die Grundlagenforschung, die auch besonders in den Exzellenzclustern, die wir jetzt beschrieben haben, geleistet wird. Und da vielleicht, wenn das direkt dazu war, in diese Richtung, aber das würde mich nochmal interessieren,
wie können wir da auch ansetzen, wie können wir da auch den Wert der Grundlagenforschung sozusagen würdigen und sagen, das ist eine Forschung, die vielleicht nicht unmittelbar direkt auf diese Wertschöpfungskette, die Sie jetzt beschrieben haben, ausgerichtet ist, die aber im Grunde ja das Grundlagenwissen erstmal stellt oder vielleicht auch Grundlageneinsichten fördert, die uns auf diese Wege bringen können. Das ist vielleicht noch ein ganz spannender Aspekt. Ich wollte eigentlich nicht zum Logdonin sprechen, sondern direkt dazu einen Punkt machen, Ja. dass eigentlich jetzt quasi mit den Personen, die sich hier im Raum befinden, die sich in den Clustern befinden, die sich im Netzwerk unserer Wissenschaftskontakte in Deutschland befinden, wir eigentlich verschiedene Bereiche abdecken. Also in den Exzellenzclustern primär bezogen von der DFG gefördert, neue Ansätze als Grundlagenforschung verfolgt. Dann haben wir aber das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, wo wir teilweise miteinander auch vernetzt sind und wo speziell vom BMBF gefördert ja die translationale Forschung gefördert wird und wo wir eigentlich die Präklinik gut schaffen, wo wir bis in die Phase 1 kommen. Und dann ist es aber, die Summen werden immer höher. Das heißt, so ein Deutsches Zentrum für Infektionsforschung kann auch nur eine bestimmte Menge schaffen. Und jetzt ist es wirklich die Situation, wo sind die Firmen, die das einfach jetzt mit Handkuss nehmen? Der Antibiotikamarkt speziell ist zusammengebrochen. Also das heißt, wir müssen jetzt weiterdenken. Was sehr gut ist, dass es Kontakte zu Firmen oder sagen wir mal zumindest zu Biotech, also zu dem kleineren Niveau gibt und dass es Strukturen gibt wie CARB-X, wie GARD-P, die international agieren, wo wir aber auch involviert sind. Das heißt, ich glaube, im Prinzip, das wollte ich nur sagen, wir sind nicht nur die Wissenschaftler im Elfenbeinturm, wir sind durchaus in diesen Strukturen vernetzt und es ist sehr gut, wenn unsere Geldgeber da international agieren, damit man das Optimale aus jedem Cent, Euro, Dollar und so weiter macht. Und ich glaube, das funktioniert immer besser, auch mit solchen gemeinschaftlichen Aktionen wie dieser UN-Vollversammlung. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir nach Deutschland schauen und die letzten 20 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass wirklich der Anteil von Steuergeldern, die in Infektionsforschung gegeben werden, kontinuierlich gestiegen ist. Und jetzt müssen wir uns fragen, warum ist das so? Und jetzt reden wir konkreter über Antibiotikaresistenzen. Und da möchte ich nochmal auf den Punkt, den ich gemacht habe, hinausgehen. Das ist so, weil man Informationen gesammelt hat, die belegen, dass es ein Problem gibt. Wenn vor 20 Jahren ein Wissenschaftler bei der DFG einen Antrag gestellt hätte auf irgendwie Antibiotika-Resistenzforschung oder so, der hätte überhaupt keine Chance gehabt. Zu dem Zeitpunkt hat es keinen interessiert. Warum? Weil man zum einen eine gewisse Arroganz hatte und dachte, mit diesen Antibiotika kannst du das Problem lösen. Man hat viele andere Dinge dann vernachlässigt. Zum anderen aber, und das ist ein großer Punkt, wenn es um Antibiotikaresistenzentstehung geht, weil es Businessmodelle gibt in der Wissenschaft, in der Landwirtschaft, in der Politik, Businessmodelle, die Leute ungern ändern. Sie haben eben so nonchalant gesagt, Wachstumsförder und sowas, solche Dinge, das ist schlimm, das kann man nicht machen. Ich bin einer von denen mit vielen anderen, die wir vor rund 20 Jahren angefangen haben, überhaupt mal zu klären, dass das Hauptproblem von Antibiotikaresistenz, das in humanmedizinischen Infektionen mündet, eben nicht aus der Tiermedizin kommt. Das war aber jahrzehntelang der Business Case, das kommt aus der Tiermedizin durch diese sogenannte Massentierhaltung, die Nutztierhaltung und diesen übermäßigen Einsatz. Wir haben etliche Arbeiten durchgeführt, wo wir inzwischen wissen, dass in unseren Kulturkreisen sind es 5 bis 9%. Das heißt aber 95 bis 91% kommen aus der Humanmedizin. Alleine das ist ein Augenöffner, weil dann natürlich plötzlich das Problem ganz woanders liegt. Erst dann kann man es ja auch dann angehen. Es ist natürlich immer leichter, andere Stakeholder für etwas verantwortlich zu machen. Das heißt, wir brauchen Daten, wir brauchen transparente, wirklich valide Informationen. Und wenn wir dann weltweit schauen, ist das genau, oder nehmen wir das andere Beispiel. Was haben sich die deutschen Kliniken geweigert, die MRSA-Quoten rauszugeben? Ja? Da wollten die in der Politik, insbesondere Menschen auch vom Robert-Koch-Institut und viele, viele andere, wir brauchen doch mal die Zahlen. Wie viele Menschen sind denn MRSA infiziert, nosokomial? Was haben sich die Kliniken dagegen gewehrt, das sichtbar zu machen? Dann hat man es ihnen nicht aufgezwungen, sondern hat man eben Businessmodelle, Anreize geschaffen. Dann irgendwann waren sie alle eben dabei und wollten ihre Raten reduzieren. Das heißt also, ich will damit sagen, wir brauchen Informationen, die die Businessmodelle dann auch aushebeln und verändern.
Sonst kriegen wir die Welt nicht geändert. Und der Grund, warum es so viel Forschungsgelder gibt, ist das, dass erkannt wurde, dass wir hier ein Problem haben, dass wir bestimmte Dinge lösen müssen. Und wenn wir jetzt auf die Welt schauen, dann ist es eben so. Es ist für uns in unserem Land, spielen nosokomiale Infektionen bei den Resistenzen die größte Rolle von der Krankheitslast her. Es gibt erst seit 2 Jahren, ja, ich glaube seit 2 Jahren überhaupt eine weltweite Berechnung der Burden of Disease für Antibiotikaresistenz. Gab es vorher gar nicht. Auch das ist der Grund, warum man Politik überhaupt dann dazu bringen kann, jetzt Gelder in die Forschung zu geben. Und wenn wir auf andere Länder gucken, wenn zum Beispiel irgendwelche pastoralen Halter von Tieren, die keinerlei Chance haben, wenn die ihre Tiere am Leben halten und denen Antibiotika geben, dann können wir das natürlich verurteilen. Dann müssen wir deren Business Cases ändern. Das heißt also, sie müssen in die einzelnen Regionen gehen und das Verständnis haben. Das Hauptproblem in afrikanischen Ländern vielen ist, dass sie gar keinen Zugang zu bestimmten Antibiotika haben und dann irgendwas geben. Also das heißt, wir müssen schon die Welt anerkennen, wir müssen ehrlich sein und wir müssen dann Lösungen offerieren, die im Einvernehmen sind. Und dafür braucht es natürlich internationale Kooperation. Und das ist wichtig. Wir dürfen diese Arroganz nicht haben, die wir hatten in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, als wir dachten, oder nicht ich, aber manche Menschen dachten, das sei ja kein Problem. Wir sollten immer sehr sensibel diesbezüglich sein und wir sollten dann eben anhand der Informationen, die wir transparent generieren, darüber sollte dann also Dinge, die wirklich wichtig sind, die sollten dann eben beforscht werden. Dafür sollten dann Gelder zur Verfügung gestellt werden. Also nochmal ein Aspekt, der versucht, das Ganze in einer größeren Ausrichtung zu sehen, einbettet in einen größeren Rahmen. Das finde ich extrem wichtig. Gleichzeitig doch nochmal zurück zu dieser Frage nach der Grundlagenforschung. Das eben versucht nochmal so ein bisschen auch reinzubringen, weil das ist natürlich dann genau das Schwierige, wenn man dort ja natürlich teilweise auch einfach erstmal an den Sachen forscht, wo sich die Potenziale mit entwickeln oder wo man vielleicht auch über Dinge stolpert, die dann nachher wirklich große Potenziale entfalten. Haben Sie dazu noch Aspekte, die Ihnen wichtig sind, vielleicht auch aus den Clustern, Dinge, die Sie da vielleicht noch unterstreichen möchten? Ich möchte einen klinischen Punkt eigentlich noch machen, jetzt nicht unbedingt Grundlagenforschung, aber ich möchte eine Lanze brechen für die Patientengruppen, die tatsächlich nachgewiesenerweise von einer prophylaktischen Antibiotikatherapie profitieren. Das sind nicht nur die angeborenen Immundefekte, sondern man muss auch bedenken, dass zum Beispiel Patienten mit zystischer Fibrose ist nachgewiesen, dass sie prophylaktisch das Antibiotikum als Schutz vor den Keimen brauchen, um zu leben. Ja. Und dass diese Patienten nicht, sage ich mal, in der Gesellschaft verteufelt werden, du bist einer, der Antibiotika braucht, jeden Tag. Das ist mir auch wichtig, dass das in der Gesellschaft auch akzeptiert ist, dass es gewisse Erkrankungen gibt, die von den Antibiotika so profitieren, dass sie eine gute Lebensqualität bekommen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass da dann, wenn sich bei diesen Patienten, die müssen ja dann konsequent die Antibiotika nehmen, wenn sie nicht nehmen, dann entwickeln sich Resistenzen in der Zwischenzeit, dass man diese Patienten aufklärt. Und dafür ist es aber auch wichtig, dann auch Alternativen zu schaffen, wenn die Antibiotika nicht mehr funktionieren und die Resistenzen sich nach 20 Jahren dann ausgebildet haben, dass wir dann in der Grundlagenforschung, ich bringe jetzt mal das Stichwort Phagentherapie, ja, dass wir dann Möglichkeiten haben, andere Optionen diesen Patienten anzubieten. Und die kommen aus der Grundlagenforschung. Herr Stollertz gleich dazu. Ja, ich wollte noch mal den Punkt machen mit der Grundlagenforschung. Also ich finde eben, die Grundlagenforschung ist Grundlagenforschung. Die soll man Grundlagen erforschen lassen und in Ruhe lassen, sage ich jetzt mal. Also man kann nicht ständig fordern, mach mal was für die Gesellschaft. Das finde ich nicht richtig, sondern nehmen wir die Antibiotikaresistenzen jetzt noch zum letzten Mal vielleicht. Ein möglicher Mechanismus, wie man dieses Dilemma, was Sie ja beschrieben haben, oder Herr Wieler ja auch international, wäre ja so ein bisschen wie bei den Impfstoffen, dass jemand sozusagen einer Pharmafirma garantiert, dass wenn sie diese Schritte geht und am Ende ihr Medikament aber nicht verkaufen kann, sie trotzdem einen Return of Invest bekommt, weil sie eine Vorsorge betreibt, möglicherweise sogar für künftige Generationen, dafür, dass sie dieses Medikament verfügbar macht, aber noch nicht einsetzt, vielleicht. Oder warum soll das nicht gehen? Das geht ja bei Impfstoffen auch, also Pre-Pandemic Contracts für bestimmte Impfstoffe und sowas Ähnliches, und da gibt es ja auch kluge Leute, die sich darüber schon Gedanken machen, würde auch für die Antibiotikaforschung Sinn machen. Und dann kann man wiederum die Grundlagenforschung in Ruhe lassen, wenn ich mir jetzt überlege, also Mikrobiome-Ansätze, wo man eben nicht Bakterien tötet, sondern vielleicht die guten und schützenden Bakterien stimuliert oder einbringt,
das sind ja tolle Sachen und da würde ich sagen, da lassen wir die Forschung mal in Ruhe, bis sie soweit ist, dass sie dann sagen kann, okay, das könnte jetzt was sein, was vielleicht für die Gesellschaft relevant ist. Ich glaube, man sollte das nicht so vermischen, finde ich. Das eine sind die Mechanismen, um Dinge, die eigentlich schon da sind, auch wirklich in die Wirklichkeit zu bringen. Das andere sind neue Mechanismen, die wir brauchen. Und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass man zum Beispiel, war auch in der Pandemie so, dass es natürlich Menschen gibt, die durch angeborene oder erworbene Immunschwächen, sage ich mal, benachteiligt sind im sozialen Kontakt. Die können sich leichter infizieren, die haben Probleme, die nehmen dann vielleicht prophylaktisch Antikörper oder Antibiotika oder andere Substanzen, die dann wiederum Resistenzen ausbilden können, die dann wieder sich auf andere übertragen können. Halten wir das als Gesellschaft aus, dass wir auch diese Schützenswerten besonders schützen? Dieses Risiko muss man dann vielleicht wiederum tragen. Ne, so wie manche auch Masken getragen haben, nicht für sich, sondern für andere, die sie eben keinen Schutz haben. Und das sind so Zusammenhänge, die dann wieder gesellschaftlich hochrelevant sind. Wir haben ja den Switch dann in der Pandemie auch gesehen. Irgendwann laufen jetzt nur noch die mit Masken rum, die sich halt schützen müssen, weil sie halt Immunschwächen haben. Aber wir sind nicht mehr solidarisch. So. Ist ja auch vielleicht okay, aber es ist jedenfalls, da muss man, glaube ich, sehr genau hinschauen. Grundlagenforschung, finde ich, ist für mich immer, ich habe ja selber Forschung betrieben, erstmal der Pool an Ideen, die frei zirkulieren sollen und die soll man nicht alle damit belämmern, sozusagen das Weltproblem der Antibiotikaresistenzen. Wobei man ihre klugen Ratschläge natürlich immer aufgreifen sollte, in der Politik auch. Aber ich glaube, man sollte das nicht überfordern und sagen, jetzt muss alles in Translation und hört mal auf da in der Grundlage. Aber das macht ja keinen Sinn, weil das ist ja für die nächste Generation wichtig, was da noch kommt. Ja, Frau Jakobsen. Ja, ich würde auch gerne noch mal eine Lanze für die Grundlagenforschung brechen. Nicht ganz uneigennützig natürlich, weil ich Grundlagenforscherin bin, aber ich bin ja auch Tiermediziner. Ich sehe ja die Notwendigkeit, auch irgendwann Anwendungen zu finden. Ich glaube, was man aber unterschätzt, ist, dass anwendungsbezogene Forschung, also wir haben Probleme, wollen es lösen, kann letztendlich immer in diesem akuten Fall, weil da geht es um Zeitschienen, die nicht 50 Jahre sind, sondern wir haben es in der Pandemie gesehen, da sind 6 Monate schon sehr lang. Da müssen wir sozusagen schnell auf das Wissen zurückgreifen, was wir haben und vielleicht innovativ das, was wir haben, neu kombinieren, um eine Problemlösung zu finden. Aber dieses Wissen, das schafft letztendlich die Grundlagenforschung langfristig und unter Umständen auch in Richtungen, die gar nicht dafür geplant waren. Wenn wir in einen anderen Bereich gehen, nicht Infektion, sondern Tumortherapie, die sogenannten Checkpoint-Inhibitoren. Das ist ein Konzept, das kam aus der Grundlagen-Immunologieforschung. Nicht, weil die Forscher was gesucht haben, um gezielt mit dem körpereigenen Immunsystem Tumoren zu bekämpfen. Das war Grundlagenforschung. Und dann kam irgendwer auf die Idee, Mensch, kann ich das Konzept nicht nutzen, um in der Tumortherapie einen völlig neuen Therapieweg anzugehen. Was ich damit sagen will, ich glaube, wir brauchen eine geschützte Grundlagenforschung, die wirklich interessengetrieben, neugiergetrieben, phänomengetrieben versucht zu verstehen, wie Dinge zusammenhängen, um den Wissensstock zu haben, die Bausteine, die wir brauchen, um neu kreativ Lösungsansätze zu generieren, dann, wenn wir sie brauchen. Im Grunde ist es auch kein Entweder-Oder, so wie Sie es auch beschreiben, sondern es bedingt sich gegenseitig, es braucht sich gegenseitig und tatsächlich die Brücke dazwischen, das ist, glaube ich, das, was jetzt auch rauskommt. Ne? Also, dass das etwas ist, was dann teilweise auch sich gar nicht so planen lässt, aber wo wir natürlich versuchen müssen, Strukturen zu schaffen, die dann dafür sorgen, dass Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, die das Potenzial haben, auch in andere Anwendungsbereiche hineinzukommen oder dann auch in die Klinik zu kommen, dass wir die auch aufgreifen und weiterentwickeln. Und ich glaube, da kommt dann wieder das rein, was Sie eben beschrieben haben, wenn wir dann versuchen, eben in diese Richtung zu gehen, wie können wir diese Kette dann auch aufbauen, ne? Und möglichst dafür sorgen, dass kein Glied dazwischen fehlt. Ja? Und weil das natürlich dann genau das wäre, was verhindert, dass diese tollen Entwicklungen stattfinden können. Zum Thema Grundlagenforschung. Ja, ich schaue gerade kurz neben mich und möchte nochmal einfach den Aufruf starten. Also wir haben ja diesen freien Platz. Das heißt, wenn Sie dazu noch was sagen möchten, auch wenn Sie einen ganz neuen Aspekt hineinbringen möchten oder eine auch vielleicht persönliche Geschichte, ein Beispiel haben, was der Diskussion helfen kann, um das Ganze vielleicht auch nochmal an einem ganz konkreten Aspekt deutlich zu machen, fühlen Sie sich wirklich herzlich eingeladen, den Platz wahrzunehmen. Gut, wir diskutieren weiter und wenn sich jemand entschließt und den Mut findet, dann freuen wir uns sehr. Wie gesagt, kommen Sie gerne nach vorne und nutzen Sie das. Sie wollten direkt anschließen. Ja, ich wollte einen Punkt machen, und zwar nach meiner Promotion war ich in einer großen Pharmafirma tätig. Bin da in die, sagen wir mal, grundlagenbezogene Forschung gegangen. Und das ist so vielleicht manchmal so ein Vorurteil, in einer Firma forscht man nicht mehr, das ist falsch. Also man forscht da auch.
aber dennoch so ganz grundlagenbezogen. Also sagen wir mal, die neuen Zielmoleküle für Antibiotika. Wir haben die Literatur durchforstet, all diese Grundlagenarbeiten, die von den Universitäten publiziert waren, um uns dann quasi die Rosinen zu picken, die wir interessant fanden. Ganz tief, da hätten wir überhaupt keine Kapazitäten in der Firma gehabt. Das ist ein unmittelbares Beispiel. Dann haben wir an einem Naturstoff gearbeitet und wir haben vor ungefähr 20 Jahren das neuartige Antibiotika-Target publiziert. Eine Firma in Boston versucht immer noch, diese Substanz zu einem Antibiotikum zu entwickeln in einem Biotech-Umfeld. Aber vor 5 Jahren kam raus, dass eine andere Substanzklasse genau exakt den gleichen Wirkmechanismus hat. Und aktuell laufen über 20 klinische Studien für eine spezifische Krebstherapie. Das ist auch so ein Beispiel, was Sie sagen. Also Grundlagenforschung ist nicht immer in jeder Hinsicht planbar. Und gerade im Bereich Antibiotika wird man sehr oft gefragt, wann ist das Medikament fertig? Wenn man quasi ein neues Grundlagenkonzept beschreibt, was man erforschen will. Und das ist manchmal zu kurz gedacht. Das kann ich nur bestätigen. Also ich glaube, am Beispiel der Antibiotikaforschung haben wir jetzt schon verschiedenste Aspekte zumindest mal angerissen, die extrem wichtig sind und die vielleicht auch in Zukunft noch weiter diskutiert werden sollten. Ein Aspekt, der jetzt auch bei Ihren Anfangsimpulsen sehr stark rauskam, war tatsächlich dieses Zusammendenken der Wirkstoffforschung und alternativer Therapien, alternativer Wege, auch das Immunsystem zu stärken. Und jetzt schaue ich nochmal zu Ihnen rüber, Jakobsen, weil das ja auch so ein Kernpunkt war in Balance of the Microverse. Auch das geht ja wiederum Hand in Hand. Ne? Im Grunde ist es ja auch ein Aspekt, wo man sagen kann, also ja, wir brauchen die Wirkstoffe, aber wir wollen auch andere Wege auftun. Wir wollen vielleicht auch neue Aspekte finden, die uns helfen können, Immunsysteme zu stärken. Wo würden Sie sagen, ist da ein Ansatzpunkt, der besonders gut helfen kann? Also ich glaube, generell ein Paradigmenwechsel, und das gilt nicht nur für den menschlichen Körper, das können wir auch auf die Landwirtschaft übertragen, ist, dass wir tatsächlich die mikrobielle Gemeinschaft, den Wirt, das kann auch eine Pflanze sein, und die restlichen Umweltbedingungen. Das wären im Falle des Menschen die Ernährung, Stresslevel, ausreichend Schlaf, in der Landwirtschaft Trockenheit, Dürre, übermäßiger Regenfall, dass wir das systemisch zusammendenken müssen. Das heißt, wenn es um Prävention geht, ist es immer besser, eine Erkrankung zu verhindern, als sie hinterher zu versuchen zu behandeln. Dann müssen wir, wenn wir beim Menschen bleiben, halt nicht nur Immunsystem und Erreger denken, sondern Immunsystem, Erreger und der Rest der mikrobiellen Gemeinschaft an der Stelle, wo der Erregereintritt passiert. Das ist jetzt vielleicht bei einem respiratorischen Virus, was ich über Tröpfcheninfektion wirklich von außen reinkriege, nicht ganz so stark relevant, aber immer noch, weil halt mein Immunsystem auch mit durch mein Mikrobiom geprägt wird. Aber spätestens, wenn es um Erreger geht, die sowieso schon, wir hatten MRSA als Beispiel, häufig als Besiedler im Nasenraum vorhanden sind, dann ist auch ein guter Ansatz, mal zu überlegen, muss ich da tatsächlich mit der Keule auf den Erreger hauen oder kann ich nicht versuchen, die Mitglieder der Mikrobengemeinschaft zu nutzen, die schon zumindest die Menge des Erregers kontrollieren oder vielleicht auch das Verhalten des Erregers dahin bringen können, dass er gar nicht mehr invasiv werden will, also keine Infektion auslöst, sondern einfach nur relativ ruhig als Mitbewohner vor Ort bleibt. Dafür brauchen wir übrigens die Grundlagenforschung, weil das sind unglaublich komplexe Dinge, wo wir zum einen technologisch vor 10 Jahren noch nicht mehr in der Lage waren, in der Breite so zu sequenzieren, dass wir verstehen, was an Vielfalt in diesen Gemeinschaften vorkommt. Viele Mikroorganismen sind nicht kultivierbar, wir kennen nur das Genom. Es werden ganz neue Bereiche des Lebens quasi entdeckt, rein basierend auf Genominformationen. Und es klang heute im Symposium an, wenn wir dann noch überlegen, wie interagieren eigentlich diese Mikroorganismen untereinander und auch mit dem Immunsystem, dann sind wir in einem ganz breiten Bereich an kleinen und größeren Molekülen, tatsächlich molekularen Interaktionen, wo Zellen physisch miteinander interagieren, großen Datenmengen. Wir brauchen dafür dann auch die Bioinformatik. Da stehen wir am Anfang. Und ich persönlich denke schon, dass es irgendwann möglich sein wird, nicht jede Infektion, aber viele Infektionen auf der Ebene schon zu verhindern, ohne dass wir versuchen, Mikroben abzutöten, die dagegen dann ihre Resistenzen einsetzen. Es wird aber noch ein bisschen dauern. Wir müssen uns auch davor hüten zu sagen, in 2 Jahren sage ich dir, welches Probiotikum du nehmen musst und dann wirst du niemals krank. Es ist unglaublich spannend, es ist interdisziplinär und ich glaube, das wird tatsächlich der Weg der Zukunft sein. Prävention auch auf individualisierter Ebene. Alle, die wir hier sitzen, haben ein unterschiedliches Mikrobiom.
Wir profitieren vielleicht von unterschiedlichen Interventionen, um es zu stärken, auch sicherlich in Abhängigkeit. Da kommen wir zum Immunsystem, wie unser Immunsystem im Einzelnen aufgestellt ist. Also wir haben ganz viel zu tun. Ich glaube, es ist vielversprechend, aber es geht nicht in 5 Jahren. Ja, ich wollte noch mal da was Kritisches einbringen. Also jetzt aus Öffentlichkeitsperspektive und aus wissenschaftsjournalistischer Perspektive. Ich berichte viel oder wir haben viel das Mikrobiom. Ich sage mal so, da ist aber auch natürlich ein sehr starkes kommerzielles Interesse, Versprechungen zu machen, die in der Realität immunologisch, wenn man das genauer weiß, einfach Quatsch sind, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Und da gibt es auch wahnsinnig viel Schrottforschung, also bei Probiotika und so weiter. Und das ist mir so ein bisschen unterbelichtet. Also die Zusammenhänge sind sehr komplex und ich freue mich über jede Grundlagenforschung, die das anständig macht und dann dementsprechend auch möglicherweise actionable knowledge, was ich ja eben meinte, also Wissen, was Probleme löst. Aber das ist auch wieder so ein Feld, wo praktisch dann oft das Kommerzielle, man braucht nur mal im Internet nachzugucken, ne? Und dann gibt es dann tausende von Dingen, wo selbst ich als Immunologe oder ehemaliger Mikrobiologe sage, das ist einfach Bullshit, das funktioniert so nicht. Ja? Also es geht einfach nicht. Und das läuft dann so und man hört relativ wenig aus der Wissenschaft, finde ich, dass man diesen Schrott, nenne ich das jetzt mal so, auch mal beim Namen nennt. Immer wieder mal kommt das vor, aber es ist doch immer wieder so, ja, das ist ein hippes Feld und Mikrobiomforschung für die Zukunft und die Grundidee ist ja total bestechend. Also das Gute zu fördern, statt die bösen Buben sozusagen da zu attackieren, ist ja eine coole Idee. Also das versteht auch jeder Laie, so nach dem Motto, ja, wenn es mir gut geht, wenn ich gesund bin, wenn mein Mikrobiom schön sich vor sich hin entwickelt, ist ja toll. Also würde ja niemand was dagegen haben. Aber wenn ich dann irgendwelche Medikamente oder Probiotika, das sind ja keine Medikamente, bekomme, ist halt ein kommerzielles Geschäft. Ich stimme Ihnen da absolut zu. Also jeder, der behauptet, in 5 Jahren gibt es die Pille, die nimmst du jeden Morgen, dann hast du super Mikrobiom und wirst nie mehr krank, der belügt einen. Ja. Es ist komplexer, es wird sicherlich nie die Pille für jeden geben und ich glaube, so ehrlich muss man auch sein, mit der Probiotika-Pille allein ist es nicht getan. Ich muss mich auch entsprechend ernähren, damit die guten Mikroben überhaupt eine Chance haben, vernünftig ihre Funktion zu erfüllen. Das heißt, und das ist die unbequeme Wahrheit, die man, glaube ich, immer dazu sagen muss, der Lebensstil ist mit ein entscheidender Faktor. Und den kann weder die Pharmaindustrie noch die Probiotika-Forschung für uns erledigen. Ja, also unser Mikrobiom ist das, was wir essen. Und wenn ich lieber Schokolade und Kaffee konsumiere als den grünen Salat, dann wird sich das rächen. Und diese Ehrlichkeit, die ist natürlich nicht gerade dem Marketing förderlich, aber ich gebe Ihnen völlig recht, die Wissenschaft muss sich da, glaube ich, klar positionieren und vor überhitzten Erwartungen schützen oder da dämpfen. Weil sonst, das hatten Sie ja eingangs erwähnt, haben wir das Problem des Vertrauensverlustes und das wäre katastrophal. Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben jemanden, der an der Diskussion teilnehmen möchte. Da stellen Sie sich kurz vor, nennen Sie Ihren Namen und bringen Sie Ihren Aspekt ein. Wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Ja, ich bin Wolf Dietrich Hart von der ETH Zürich, habe so ein bisschen mit dem deutschen Infektionsraum zu tun, in beratender Funktion meistens. In der Diskussion fällt ja auf, dass wir Antibiotika schon sehr, sehr früh entdeckt haben. Das ist eine wichtige medizinische Forschungsrichtung, die letztlich ihr Problem für die Gesellschaft schon 1960 so etwa gelöst hatte. Im Vergleich zum Alter vom Forschungsfeld war das extrem schnell. Und leider sind wir jetzt in der Situation, dass die Behandlung von einer Bakterieninfektion im Durchschnitt 100 € kostet, vielleicht mit Arztkosten 150, ist sehr billig. Und jede neue Idee, die wir haben, muss gegen diesen Preis ankämpfen. Und dann auch noch mit der Situation, dass diese Medikamente erstmal auf Reserve gelegt werden, also nicht benutzt werden. Das heißt, diese Businessmodelle, die man jetzt versucht zu fördern über CARB-X und dann vielleicht auch mit einem Return of Investment, letztlich sieht man ganz eindeutig offensichtlich, dass das Businessmodell, neue Entwicklung bis zur Anwendung zu treiben, nicht funktioniert. Und jetzt meine Frage eigentlich hauptsächlich an Lothar Wieler und Frau von Messling als die staatlichen Akteure oder die in diesen großen Gremien sich umtun. Inwieweit wird in der Politik oder in den zuarbeitenden Organisationen zur Politik diskutiert, ob man in diesem Fall für Anti-Infektiva und Infektionsforschung nicht eigentlich ein ganz neues
System braucht, das letztlich ohne Pharma auskommt. Vielleicht noch für die Produktion, aber letztlich ist da ja kein Businessmodell dahinter. Wir brauchen irgendeine ganz andere Lösung. Wie weit ist man da offen dafür, sowas mal zu denken? Dankeschön. Ich würde das mal ganz grundsätzlich anders sehen. Also ich glaube, die Idee zu sagen, dass man das ohne Pharma hinbekommt, damit tun wir uns allen keinen Gefallen. Ich glaube, der interessante Punkt ist zu sehen, wie kann man mit Pharma das hinbekommen, dass man dann tatsächlich diesen Teil, den ich vorhin angesprochen hatte, also wie kriegen wir denn das Produkt dann hin zu den Leuten, so hinbekommt, dass es interessant ist für alle Beteiligten. Und also ich sage immer so, diese Idee, dass der Staat irgendwie Unternehmer wird, das haben wir, glaube ich, in allen politischen Systemen probiert und das hat überall versagt. Ich glaube nicht, dass man das nochmal probieren muss. Das heißt, es ist interessant zu überlegen, wenn wir jetzt so ein Produkt entwickeln und mit staatlichen Geldern, also mit der öffentlichen Hand, letztlich de-risken, dann ist ja dieses klassische Argument von Pharma, dass ein Preis des Produktes, dass der Preis des Produktes abbilden muss, was an Investitionskosten insgesamt in diesem R&D-Bereich aufläuft und damit auch das abdecken muss, all diese Produkte, die letztlich versagen, also wo Kosten entstanden sind, bis dann das Produkt irgendwann in Phase 2 oder Phase 3 dann doch letztlich sich als nicht geeignet erweist. Dieses Argument ist damit ja hinfällig, denn die Entwicklung des Produktes ist ja bezahlt. Das geht also dann darum zu sagen, was kostet es denn, so ein Produkt vorzuhalten? Und diese Diskussionen sind also diese Diskussionen werden geführt, müssen noch viel mehr geführt werden und sind aber ganz andere Diskussionen, da gibt es auch ganz andere Beispiele. Also wir haben Beispiele in der Humanmedizin, zum Beispiel Gavi oder Global Fund, wo wir ja durchaus, sagen wir mal, Mechanismen haben, wo Menschen mit Produkten versorgt werden, die sie sich sonst nicht leisten könnten und wo durchaus diese Produkte werden ja von der Pharmaindustrie produziert. Also da gibt es ein Verständnis darüber oder ein Businessmodell, das letztlich funktioniert. Dann gibt es natürlich mit Geldern aus der öffentlichen Hand, gar keine Frage. Aber am Ende die Hersteller dieser Produkte, die Strukturen, die da genutzt werden, sind die Strukturen der Pharmaindustrie. Und ich glaube, mit den Antibiotika ist das auch interessant. Wir haben im Veterinärbereich ja ganz interessante Modelle, wo wir letztlich aus Gründen der Tiergesundheit, also dieses ganze Stockpiling, diese Vorhalte oder Absatzgarantien ja an ganz unterschiedlichen Stellen schon lange haben und auch Erfahrung damit haben. Und häufig sind eben die Akteure, die da involviert sind, auch andere Firmen, die in diesem Markt aktiv sind. Häufig sind das Generikafirmen oder es sind vielleicht kleinere Firmen oder es sind Lohnhersteller. Und das Interessante ist tatsächlich, dass ich den Eindruck habe, in den letzten Jahren ist der Diskurs in diesem Kontext sehr viel vielfältiger geworden und diese Suche nach neuen Partnerschaften und die Idee, wie man das ausprobiert. Das ist ja, man hat ja immer so das Gefühl, man sitzt vor so einem Wollknäuel und irgendwie, egal an welchem Faden man zieht, es wird nur immer enger. Und ein Weg, den ich persönlich sehr attraktiv finde und der auch zunehmend in die Anwendung kommt, ist tatsächlich diese Sache, dass man das ausprobiert, dass man Use Cases macht, dass man verschiedene Modelle mal testet und sieht, und funktioniert das jetzt oder funktioniert es nicht? Weil ich kann das jetzt hier schön erzählen, andere können das anders sehen. Am Ende im Moment, dann kommen wir an diesen Punkt evidenzbasiert. Wir müssen das dann auch mal ausprobieren und uns überlegen, wie kann man bestimmte Aspekte testen und dann sehen, hält das Wasser oder hält das kein Wasser. Aber ich glaube, dieses Verteufeln der Pharmaindustrie oder die Idee, dass der Staat die Rolle eines Pharmaunternehmens übernimmt, ist, glaube ich, nicht so attraktiv. Nee, Ich glaube, Herr Grimbacher Ja, wollte direkt was dazu ich noch wollte sagen. kurz was ergänzen, weil ich denke, dass es ich weiß, dass es diese Möglichkeiten schon gibt. Es ist nicht der Staat, aber es sind die akademischen Zentren, die tatsächlich zum Beispiel in der Gentherapie, da weiß ich, dass es so gelaufen ist, und es gibt auch zum Beispiel UMC Amsterdam, die haben eine neue T-Zell-Therapie entwickelt, wo die
wissentlich dieses Wissen und die Produktion dieser KT-Zellen in ihr universitären Umfeld behalten wollen und nicht an die Pharmafirma outsourcen. Also es gibt schon, gerade in der Gentherapie war das ja so, dass sogar eine Firma versucht hat, die Gentherapie dann für die breite Bevölkerung anzubieten. Die wollten dann 1 Million pro Behandlungszyklus haben und das hat sich nicht durchgesetzt, weil die akademischen Zentren nur 340.000 dafür gebraucht haben, ja, diese Therapie zur Verfügung zu stellen. Das heißt, es gibt schon diese Möglichkeiten außerhalb der Pharmaindustrie Therapien anzubieten, vielleicht nicht für die breite Masse, aber für seltene Erkrankungen schon. Also ich wollte kurz auf Beispiele eingehen, wo wir ähnliche Entwicklungen im öffentlichen Bereich haben. Eine Sache war zum Beispiel, viel New Public Management einzuführen, weil man sagt, eine kommerzielle Reinigungsfirma kann das besser als die lokal angestellte Reinigungskraft. Und damit sind wir alle in die gleichen Probleme gelaufen, haben festgestellt, ach, die Firmen müssen Geld verdienen. Das Problem jetzt übertragen auf Pharmafirmen ist, dass dieser Shareholder Value, die Shareholder fangen nur an zu träumen, wenn sie von großen Gewinnen träumen können für eine tolle Idee. Sobald da staatliche Finanzen reinfließen, um Return of Investment zu bringen, da träumt kein Shareholder von. Das wird marginal, da ist die Inflation stärker, als dass der Gewinn steigt. Da kommen wir, deshalb kommen wir damit nicht auf den grünen Zweig. Und vielleicht ist das etwas unpassend, aber letztlich, wenn wir jetzt als Infektionskrankheit einen Kampf von Bakterien gegen das Immunsystem sehen und wir zum Beispiel die Armee als ein Kampfmittel gegen andere Arten von Feinden sehen, die Armee haben wir auch nicht an private Firmen outgesourced. Zumindest wir hier noch nicht. Das heißt, es gibt schon Beispiele, wo man staatliche Aufgaben wahrnimmt als Staat und etwas organisiert, was vielleicht eine Firma effizienter, kosteneffizienter darstellen könnte, aber einfach, weil man die Notwendigkeit sieht, nein, das muss in unserer Hand bleiben, auf eine ganz bestimmte Art und Weise betrieben werden. Es ist einfach nur ein Denkansatz. Ich will nicht sagen, dass das Einzige ist, aber irgendwie scheinen wir uns in dieser Entwicklung selbst mit CARB-X noch im Kreis zu drehen. Wir kommen aus meiner Sicht noch nicht wirklich so voran, wie wir das eigentlich können sollten, gerade wo wir wissen, dass eigentlich Substanzen durchaus entdeckt werden, die vielleicht Potenzial hätten. Ja, aber also ich will jetzt hier keine Lanze, also als Wissenschaftsjournalist nicht für die Pharmaindustrie werben, aber wenn Sie jetzt staatliche Modelle, sage ich jetzt mal, fördern, also wir geben Forschenden dafür Geld, dass sie in irgendwelchen Kontexten, Gentherapie wäre jetzt ein Beispiel, Dinge tun, die angeblich da draußen diese Unternehmen nicht machen, weil sie den Return of Invest oder was auch immer, Shareholder Value nicht sehen, dann rennen sie natürlich in ein anderes Problem rein. Ist der Staat sozusagen, oder wer ist der entscheidet, welche Substanz die richtige ist? Und ich würde mal behaupten, dass da möglicherweise Probleme lauern. Denn diese Unternehmen, die sowas machen, die machen das ja nicht, sondern die haben da eben Routinen entwickelt, mit denen sie sozusagen entscheiden können, welche Substanzen sind überhaupt erfolgversprechend für eine klinische Anwendung. Jetzt könnte man sich vorstellen, dass das die Akademie ja auch leisten kann. Und ich finde, die Zelltherapien sind ja ein sehr interessantes Beispiel. Aber auch da, so wie ich jedenfalls das kenne, also Zelltherapie heißt ja, man nimmt zum Beispiel den Patienten eine Zelle, modifiziert die irgendwie und gibt sie ihm dann wieder zurück und dann ist die Krankheit geheilt oder die Immunschwäche weg oder was auch immer. Das ist die Idee. Und ich will jetzt hier gar nicht in die labortechnischen Details gehen, aber die Herausforderungen, die sich dann Sterilität, Qualitätssicherung und so weiter stellen, sind natürlich gigantisch. Und wer das jetzt am Ende besser kann, auch da würde ich mal sagen, das ist immer noch in einem experimentellen Stadion, weil es noch so komplex bis vor kurzem war, dass sozusagen diese Henry Fords vielleicht noch nicht da sind. Aber wenn die dann mal da sind und es lohnt sich, dann werden die das schon hinkriegen, würde ich mal tippen. Insofern ist die Frage eher für mich die Frage, sind die Wissenschaftler, die selber ja ein Interesse daran haben, mein Antibiotikum soll das Licht der Welt erblicken, diejenigen, die dann, wenn sie Gelder vom Staat dafür bekämen, die richtigen, also auf dieses Baby auch kritisch draufzuschauen. Und das war eigentlich der Job der Pharmaindustrie, historisch jedenfalls. Und ich weiß nicht, ob wir damit ganz schlecht gefahren sind, ob wir damit in allen Bereichen richtig fahren, vor allem bei solchen Medikamenten. Und deswegen finde ich die Antibiotika so interessant. Ich hatte ja gesagt, dieses kollektive Handlungsdilemma, die wir letztendlich jetzt gar nicht einsetzen wollen, aber wir wollen sie haben für die künftigen Generationen. Und wir wissen ja alle, dass wir Schwierigkeiten haben, für künftige Generationen zu denken
und nicht das, was wir jetzt schon haben, das zu verfrühstücken, dass da nichts mehr übrig bleibt. Das ist das Problem. Und ob da der Staat sozusagen ein kluger Akteur ist, sagen wir mal, ist in der Ökonomie zumindest hoch umstritten. Sagen wir es mal so. Also wir sehen, das ist ein Aspekt, glaube ich, den wir noch viel, viel weiter diskutieren könnten und der fast eine eigene Diskussionsrunde erfordern würde, um ihn zu lösen, glaube ich. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie das eingebracht haben. Ich hoffe, Sie haben zumindest Ansätze einer Lösung darauf bekommen. Dankeschön. Mit Blick auf die Zeit sehen wir, dass die Diskussionsrunde jetzt schon relativ weit fortgeschritten ist. Wir sehen aber auch, dass es verschiedenste Punkte gibt, bei denen es sich auf jeden Fall lohnt, weiter dran zu bleiben und bei denen es sich lohnt, das heute als einen Startpunkt zu nehmen, denke ich, um auch weiter einzusteigen, sowohl aus der Forschungsförderungssicht als auch aus Sicht der Grundlagenforschung, als auch aus Sicht des Journalismus und das Ganze dann noch weiterzudenken in der globalen Perspektive. Ich würde zum Abschluss gerne jedem von Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, in einem kurzen Statement 1, 2 Sätze nochmal auf den Punkt zu bringen, was Sie hoffen, was heute hängen bleibt und woran wir weiterarbeiten sollen. Und vielleicht beginnen wir bei Ihnen, Frau Rutz-Österheld. Ich gehe noch einmal auf mein Cluster ein, weil ich habe so lange aus meiner Antibiotikasicht gesprochen. Ich wollte nur noch mal sagen, heute, also quasi vor 30 Jahren wurde erst das erste bakterielle Genom sequenziert. Das erste Mal ein Wesen sequenziert, dass das eine junge Wissenschaft ist. Also die Möglichkeit, einen Organismus zu sequenzieren. 1994 wurde das erste bakterielle Genom sequenziert. So, und jetzt ging es eben um Versprechen und wann ist das heilmachende Medikament da? Das wollte ich noch einmal mitgeben. Das ist eine junge Wissenschaft. Wir haben erstmal die Briefmarken gesammelt. Was ist überhaupt ein Mikrobiom? Wie viele sind denn da überhaupt? Wer ist denn da überhaupt? Und jetzt sind wir in dem Stadium, naja, wie interagieren die denn miteinander? Und danach müssen wir da hingehen. Wer muss da sein, damit der andere kleben bleibt und der andere verdrängt wird? Und die Zeit muss man sich erstmal nehmen, das möchte ich eigentlich sagen. Also wir stehen erst am Anfang und die Ja, Reise auf jeden beginnt Fall. gerade erst. Genau. Herr Wieler. Also das nehme ich jetzt nicht hier mit, was ich sage, sondern das ist meine grundsätzliche Meinung. Ich wünschte, dass wir in Deutschland wieder mehr Köpfe, einzelne Köpfe fördern würden und quasi die Verschiebung hin von einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gefördert hin zu Verbünden, finde ich finde das ein Ungleichgewicht. Ich hätte lieber wieder, dass mehr von DFG-Seiten zum Beispiel einfach der Anteil der individuell geförderten Köpfe wieder größer würde. Frau Jakobsen. Ja, ich würde vielleicht noch einen Aspekt anbringen, der unterschwellig mitklang, aber nicht ausgesprochen wurde. Ich glaube, wir sind tatsächlich in einer konzeptionellen Wende. Medizinisch hat man lange auf den Patienten geschaut wie auf ein kaputtes Auto. Man hat es repariert. Und das ist häufig auch richtig und wichtig. Das machen Antibiotika letztendlich. Ja, wir nehmen den Schädling aus dem System. Aber in einer Zeit, wo es immer mehr auch um Ökosysteme, Nachhaltigkeit und Dysbalancen gibt, macht es Sinn, auch wenn es um Prophylaxe geht, nicht um die Behandlung einer bereits bestehenden lebensbedrohlichen Infektion, dass jeder Einzelne vielleicht erkennt, dass er oder sie auch in der Verantwortung für den eigenen Körper als Ökosystem ist. Und das ist eine unangenehme Wahrheit. Es gibt nicht die einfachen Lösungen für die Probleme, die aus, ich sag's mal plakativ, Faulheit und Bequemlichkeit entstehen. Wir müssen Verantwortung übernehmen, auch nicht nur für die Umwelt und wie wir da handeln, letztendlich auch für unsere eigene Gesundheit. Und ich glaube, dass diese unbequeme Wahrheit, das weiß jeder. Das müssen wir immer wieder dazu sagen, wenn wir nach neuen Lösungen für medizinische Probleme suchen, die wir auch finden werden, aber nicht immer und nicht in jedem Fall. Danke. Herr Stollertz. Ja, also von draußen, wie gesagt, ich habe es ja schon am Anfang gesagt, Infektionsforschung, toll, neue Erkenntnisse, super, fördern, finanzieren. Die Erwartung der Gesellschaft sozusagen an die Wissenschaft sind eben auch Problemlösungen. Es ist halt so. Das heißt, das Vertrauen in Forschung wird sich immer auch darin orientieren, was bringt mir das, was bringt uns das, was bringt das der Welt. Und ich glaube, man sollte diese neuralgischen Punkte nicht, die in den öffentlichen Debatten ja letztendlich die Debatten sind, also Antibiotikaforschung, also ich glaube nicht, dass keine Substanzen da sind, sondern ich glaube, wir haben mechanistische Probleme bei der Umsetzung dieser Erkenntnisse in Produkte, die am Ende beim Patienten ankommen können. Und wenn das so ist,
Ne, dann muss man nicht immer wieder auf die Forschung gucken, die soll die nächsten Fragen klären und dann kommen halt Mikrobiome oder andere neue tolle Ideen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Dafür ist die Grundlagenforschung da. Aber die neuralgischen Punkte, die wir jetzt schon haben, die müssen wir halt ausräumen. Und da bringt es jetzt nichts, dann immer sozusagen, also wie soll man sagen, ich sage jetzt mal ganz einfach, immer nur zu kommunizieren, sondern diese Strukturen und die neuralgischen Punkte müssen halt adressiert werden. Und Wissenschaftsjournalismus oder der Journalismus, der die Wissenschaft, aber auch das gesellschaftliche Treiben der Akteure in diesem Feld sich anschaut, wird immer wieder auf diese neuralgischen Punkte halt hinweisen. Aber der kann natürlich die politischen Probleme nicht lösen, weil wir ja wissen, das sind halt komplexe Probleme. Kollektive Handlungsprobleme lassen sich nicht durch einzelne Individuen lösen. Das ist ja gerade der Witz. Und da hat die Menschheit noch nicht den cleveren Dreh gefunden, bisher jedenfalls, soweit ich das überblicke, wie sie praktisch diese Probleme adressieren kann. Das wissen aber auch alle. Und aber auch da wird alleine Forschung helfen. Und das muss ja nicht immer dann die Infektionsforschung sein. Es kann auch sozialwissenschaftliche Forschung sein, die solche Kollektive sozusagen und Governance-Regulierungen, wie wir weiterkommen, dann mit Hilfe von Förderung dann auch in die Wirklichkeit bringt. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, dass wir diese Translation ist ja auch ein regulatorisches Problem und das muss dann auch auf der regulatorischen Ebene eben adressiert werden. Also dafür würde ich immer plädieren, dass man nicht immer alles von den Forschern erwartet, mach mal, das geht ja nicht. Also das sind ja noch andere Dinge, die dazu, die ganze Kette muss ja funktionieren. Danke, Herr Grimbacher. Der Mensch hat 22.000 Gene, die produzieren noch viel mehr Eiweiße, die unterschiedlich sind. Dazu kommt dann das Mikrobiom, die Pilze, die haben nochmal zigtausend Gene. Das ist ein extrem komplexes System. Und das in der Systemmedizin oder dann auch runtergebrochen in der Systemimmunologie zu verstehen, ist ganz arg wichtig, weil das Ziel muss sein, die personalisierte Medizin aus diesem System herauszuentwickeln. Das heißt, wir müssen jeden einzelnen Menschen verstehen, was in diesem System defekt ist, um dann personalisiert genau diesen Fehler behandeln und therapieren zu können. Das ist die riesige Herausforderung der modernen Medizin in meiner Sicht. Frau von Nessling. Ja, ich kann vielleicht noch mal sagen, dass ich das ganz großartig finde, dass diese Verbünde, die ja erwachsen sind aus einem sehr kompetitiven Prozess, sich jetzt zu diesem Thema zusammenfinden und sowas, also und diesen Austausch befördern, weil es ist ja genau, also Sie haben ja mehrmals darauf abgehoben, was ist denn nun mit der Grundlagenforschung? Und der Punkt ist, glaube ich, das ist gar keine Frage. Grundlagenforschung generiert neues Wissen. Und das ist die Basis für alles andere. Wenn wir also das nicht haben, dann können wir auch diese ganzen anderen Dinge, über die ich vorher gesprochen habe, die passieren dann auch nicht. Ne? Und insofern, ich bin sehr beeindruckt, wie komplementär in gewisser Weise diese Verbünde sind und wie dieser Austausch über diese individuellen Gruppen hinweg nochmal eine Dimension obendrauf setzt, die wir, glaube ich, ganz dringend brauchen, um auch diese Zufallsentdeckungen zu machen, weil die passieren ja immer an diesen Randgebieten, also oder in den allermeisten Fällen, wenn plötzlich Sachen, die so ein bisschen am Rande waren, plötzlich von zwei Seiten angeguckt werden. Und wir brauchen ja jede dieser Entdeckungen, damit wir dann einige der Erwartungen erfüllen können, die sozusagen an uns gestellt werden, weil um aus einer Entdeckung dann tatsächlich irgendetwas zu machen, was man benutzt, müssen so viele Dinge passieren, ja, selbst im allerbesten Falle, dass wir also jede Entdeckung brauchen, die wir kriegen können, damit wir dann irgendwo eine Chance haben, auf diese Fragen auch zu reagieren. Also eine Lanze für die Grundlagenforschung, die durchaus gebrochen wird. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort. Es bleibt mir eigentlich nur, mich zu bedanken bei allen Experten, die hier sitzen, bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die dabei waren, auch bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die über YouTube zuschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Teams hinter dieser Veranstaltung, sowohl in Exzellenzclustern als auch hier im Futurium. Es ist ganz großartig, wie die Zusammenarbeit funktioniert hat. Wir bedanken uns bei der DFG für die Förderung und auch für die Möglichkeit, Events wie diese tatsächlich durchführen zu können, was ganz großartig ist. Und ich denke, wir sind hier im Futurium ein Ort, in dem es auch darum geht, in die Zukunft zu schauen, neue Wege aufzumachen und ein bisschen darüber nachzudenken, welche Zukunft wollen wir eigentlich als Gesellschaft. Ich glaube, wir haben heute einen Anfang gemacht, wir haben aber auch gesehen, dass es noch viele Schritte zu gehen gibt und ich hoffe, dass wir daran weiterarbeiten und glaube aber, dass wir viele Wege vorgezeichnet haben, in die es sich auf jeden Fall lohnt, weiterzugehen. Ganz herzlichen Dank an Sie alle und ja, noch einen wunderschönen Abend. Thank you.